So. Guten Abend. Man müsste mich hören. So. Mal chat mal da hoch. Das überholst dann aller Ruhe noch einen Kaffee, aber meine Maschine ist momentan ein bisschen lahmarschig. Guten Abend, Darius. Ja, guten Abend. Haben wir nur geschickt. So, warum habe ich jetzt umgestellt oder habe ich nicht umgestellt? Doch, ja, habe ich. Genshin startet, das ist auch sehr gut. Tisch ein bisschen runter. Oh, warte mal, jetzt, ich denke mal gerade, warum höre ich keine Musik? Jetzt ist es zu laut. Okay, warte mal, ich muss da kurz mal... Genau. Ne, warte mal, das sieht man immer noch. PC-Bild. Ich muss mich kurz mal einloggen. Ah, ich glaube, ich habe mich verklickt am Schluss, oder? Konto Passwortfehler, leck mich. Zweifel. Man sollte die Passwort nicht laut aussprechen. Jetzt ist das Richtige. Also jetzt kann ich euch dazu holen. So. Ende des Monats bestelle ich mir eine PS5. Sehr schön. So. Ich weiß schon gar nicht, was wir heute eigentlich alles machen können. Aber da liegt wieder alles im Weg. So. Achso, ja, ich sollte das zweite OBS aufmachen. Ja, trotzdem starten. Hä? Achso, ich bin bloß da. So, jetzt. Steinheit, guten Abend. Definitiv ein Bild schicken. Oh, apropos Bild. Ich bin in letzter Zeit ja echt viel am 3D-Drucken. Schieben wir das mal darüber. Ich habe Silverwolf endlich mal ein bisschen bemalt. Ich bin noch nicht fertig. Ich wollte halt eigentlich mehr machen, aber... Ja, viel hat's noch nicht. Ich muss da oben noch ein bisschen ein paar Sachen anmalen und so und mal schauen, mehr LED-Ding, aber... Ja, sie ist noch nicht ganz fertig, da fehlen noch einige Details und ich glaube, ich mache die Haare noch ein bisschen heller. Die Schuhe sind nur zum Teil bemalt, da muss ich auch noch was machen. So. Haben wir erstmal wieder die Dinger. Ich habe auch eine kleine Navi, habe ich auch schon ausgedruckt. Warte mal. Die sieht am Ende... CG Trader. Zack. Da. Nahida meine ich, Nahida. So rum. So sieht's am Ende dann aus. Ist auch ganz lustig. So, jetzt aber. Ich bin ja die ganze Zeit nur am Drucken. Walter, guten Abend. Oder eine kleine, oder Klee und... wie heißt sie? Nee, nicht Baido. Ich habe vergessen, wie sie heißt, egal. Sowas haben wir da jetzt eigentlich. Ja, bla. Was ist da unten? Umfrage. Scheiß auf die Umfrage. Aktion. Was sagen die Aktionen? Kugelrundes Kreuzfeuer. Probelauf müssen wir machen. Machen wir einen Probelauf gleich mal.
Nahida sieht nach einer Menge Arbeit aus. Die ist aber auch nicht groß, also. Es ist halt viel klein dabei. Da dauert das Drucken, glaube ich, länger. Was wollte ich jetzt? Probelauf wollte ich machen. Ich habe ja auch, was hat mich noch alles gedruckt? Ich habe ja auch schon was gepostet gehabt. Ich druck, aber zum Bemalen kommt es nicht. Ah ja, Bailu habe ich eine kleine Klee. Anja Forscher habe ich gedruckt. Nilo habe ich ja gedruckt. Die Bilder habe ich ja, glaube ich, gepostet. Die drucke ich gerade. Da Chibi-Klee habe ich ausgedruckt. Wobei das eine Gras hinten nicht ganz reinpasst, da muss ich noch schauen. Anja aus Spy X Family habe ich ausgedruckt. Die fand ich ganz lustig, deswegen habe ich die auch ausgedruckt. Also doch Bailu. Die kleine Navi. Nein, Alter, was? Nilu, Alter, die heißen alle zu viel Arbeit. Und der drucke ich gerade. Ja, da habe ich halt auch schon. Ich habe halt die Hatsune Miku habe ich eine gedruckt, Yoimiya habe ich gedruckt. Da habe ich die Haare durchsichtig gedruckt, damit man der so dieses Geistermäßige geben kann. Kokomi schaut sowieso geil aus. Also, die habe ich ja schon länger im Blick gehabt. Wo ist denn da vorne Ansicht? Mit dieser Qualle. Die ist auch durchsichtig. Muss ich dann auch durchsichtig bemalen mit Alkoholfarben. Und Nahida, wieso komme ich ständig auf Nahida, Alter? Yoimiya. Ja. So. Figurenbeschreibung. Ich weiß gar nicht, ob ich die jemals alle bedrucken fertig bekommen. Let the mighty be humbled. Als ob ich beim Ding irgendwelche Leute brauche. Fehlt nur noch, dass du die Figuren verkaufst. Im Shop bin ich gerade am Einrichten. Auf Etsy. Wobei ich wahrscheinlich dann auch auf Discord dann nochmal ein extra Ding mache. Solo-Leveling Arise? Mr. Aventurier, guten Abend. Guten Abend, Max. Solo-Leveling Arise? Ist das nicht ein Anime? Achso, das ist so ein Handy-Game. Nee. Die gefallen mir immer alle nicht. Wuthering Waves ist das nächste, was ich ausprobieren will. Da habe ich eigentlich die Beta mitmachen wollen und nein, dann kriegt er nichts. The wind knows me. Lights out. Fallen leaves adorn my night. Into the wind. Judgment. Shiver. Teamwork is true. As one with wind and cloud. So, Herausforderung verlassen. So, dann haben wir das auch. Dailies. Dailies. Alter, warum sind die alle da drüben? So, Daniel. The
heavens are whispering to all living things. It's time for bed now. Ich habe diesen Satz nie ganz angehört von ihr. Alter, ich habe das Ding in die Luft gejagt. Scheiße. Hey, wer hat auf mich geschossen? I see everything. Oh. Ups. So. Laufe ich da rüber? Eigentlich könnte ich da rüber laufen. Ja, aber nachdem wir dann heute so keine Aktion da haben. Solange du HDMI anschließen kannst, kannst du alles dran anschließen, jede Konsole. Also 4K kriegst du halt nicht hin, aber brauchst du ja auch nicht. Du brauchst halt einen HDMI-Anschluss, aber wenn die PlayStation 3 dran geht, muss er das ja, glaube ich, auch sein. Positions. Strike a pop. Grow. Allow me. Stop fighting. Yeah. Hä? Ach, das ist was zum Rennen. Ja, also müsste schon eine relativ alte Konsole haben, damit es nicht mehr geht. Ich glaube schon, hat nicht die PlayStation 2 sogar schon HDMI gehabt? Here. Yeah. Everyone hold hands. Ja, ja gut, dann laufen wir halt hin. Das war jetzt schlau, durch den ersten Ring zu springen. With all my strength. Hey. PlayStation 3 war die erste mit HDMI, okay. Stimmt, ja, jetzt erinnere ich mich auch. Everyone hold hands. Die hatte so einen komischen Anschluss. This might hurt a little. Ups. Yeah. Hold the line. Grow. Aber wie hast du es am Fernseher angeschlossen? Ah, die hatten ja, stimmt, das waren diese breiten, die habe ich komplett vergessen, die gab es ja auch noch. Da diese fetten Stecker da. Die habe ich komplett vergessen, dass die ja auch gab. Das war der Eingang in die Konsole und dann hattest du das mit dran. SCART-Adapter, Alter, die habe ich komplett vergessen, das ist schon wieder so lang her. Ja, das ist ein LCD, die haben HDMI-Anschluss, das geht. Alter, ich weiß ja gar nicht mehr, wann ich das letzte Mal einen SCART-Adapter gesehen habe.
Halt, ne, war das gar nicht so lange her. Ich habe hier irgendwo so eine Kruschkiste dabei, habe ich mal was geschaut. Hol die fertige Bestellung. Ja, ich habe welche. Finde Ernest. Ganz ernest. Bei Morgenröte. Warte mal, wo war das? Die Richtung. Ja, das geht ja schnell rum. Ende April kommt der Ding raus. Stellar Blade. Jeder interessiert sich nur, wie der Charakter angezogen ist, aber ich fand das Gameplay echt geil. Hey Ernest, hier ist deine Bestellung. Jetzt frisst deinen Scheiß, los. Los, fress. Ja, will ich auch hoffen, dass du mir klatscht. Nein. Ja, da. Sowieso auf deinen Fernseher ein. Ja, das stimmt, das machen die mittlerweile. Da musst nicht viel machen, anstecken und fertig. Add as. Thank you for. Add as. 109 Cent. Scheiß Geraschelzeug. So. Von 3 Uhr nachts? Warum immer so spät? Du kannst auch bis 3 Uhr nachts zocken und dann bis 10 schlafen und von da aus dann zocken. Du hast immer voll die verquere Zockzeit. Und jetzt dachte ich bin schon schlimm immer. Und wenn du so viel zockst, bist du 2 Tagen fertig, ne? Das ist dir dann klar. Weil das Remake, das geht ja... Sagen wir mal, du brauchst 30 bis 40 Stunden, wenn du wirklich alles magst, vielleicht 50. Wenn du so zockst wie gerade wie angegeben, Alter, dann bist du in 2 Tagen fertig. So haben wir ja eigentlich alles. Aufträge. So. So viel Zeit zum Zocken hätte ich auch gerne. Nee, ab 3 Uhr an Feiertagen. Ach so! Ich dachte schon, Alter, warum um 3 Uhr nachts? Ich meine, ich traue es dir zu, mit einem Genshin um 4 Uhr anfangen oder sowas, aber deswegen dachte ich so, boah. Einladungsereignis Lynettes, die Katze und die Zufallszahlen. Was? Hotels de Bord. Was ist denn das da oben? Da ist es. Oh, jetzt habe ich neulich, letzte Woche habe ich ewig überlegt, gehe ich jetzt zu den Conventions oder gehe ich nicht zu den Conventions? Weil, Alter, 4 Stunden fucking fahren nach Düsseldorf, Alter, ich habe so keinen Bock drauf. Aber ich habe schon so lange Bock auf die Doku mir, Alter. Ich dachte mir, ah komm, fuck it. Vor allem, wenn ich dann hochfahre, Alter, dann war es wenigstens auch leichter mit dem Hotel finden. Animagic habe ich mir auch gleich gebucht.
What they say is true. You have to Ja, see ist the Schnauze. world. Das Einzige, was mich gerade ein bisschen abfuckt, das Ding, ist, es kommen ja im November, Hatsune Miku, 2 Hatsune Miku-Konzerte in Düsseldorf und in Berlin. Dann habe ich die ganze Zeit darauf gewartet, bis die Karten verfügbar sind. Ja, und jetzt gab es halt nach dem ersten Hatsune Miku-Konzert ein Ding. Ist doch nix. Alter, ich kann es nicht mal ausstehen, eine Stunde zu fahren. Ich pack's bis heute nicht, wenn mir Leute erzählen, dass sie 20 Stunden in Urlaub fahren oder sowas. Vor allem, es langweilt mich so hart, so lang zu fahren. Ich habe 6 Stunden aufwärts bis Düsseldorf. Ja. Macht's auch nicht besser. Da würde ich, wenn ich 6 Stunden fahren müsste, hätte ich gesagt, nee, könnte mich mal. Nee, und dann wollte ich eigentlich für die Hatsune Mikus, das Ding wollte ich eigentlich ein Ticket kaufen. Und da war ja in Nordamerika ist die Tour gerade. Jetzt war da bloß, das ist ja normalerweise so hologrammmäßig aufgebaut. Und irgendwie haben sie das scheinbar mit einem LCD-Screen gemacht. Und jetzt war ich mir nicht sicher, ob ich da Karten dafür haben will. Und jetzt sind die Karten ausverkauft und ich weiß immer noch nicht, ob das besser ist. Guten Abend, Voice. Oder Kritori. Jetzt habe ich es dann erstmal gelassen. Ich glaube, ich versuche dann lieber mal in Japan mal irgend so ein Ding zu erwischen. Aber hey, dafür ist die Dokumi und die Animagic dafür geplant. Aber wenn du 6 Stunden rauffährst, wäre es dann nicht gescheiter mit dem Zug gewesen? Ich meine, die anderen fahren doch eh mit dem Auto, oder? For yourself to appreciate how beautiful it is. We cannot just rely on the Ah. cleaning ability. Findest du Final Fantasy? Ja, für mich ist es immer noch Spiel des Jahres, Alter. Das mit dem Fliegen war zwar sau ätzend, aber hey, das ist nicht jedes Spiel ist perfekt. Kaso oder C1 Navy? Keine Ahnung. C1 mache ich nie und Kaso mag ich nicht. Nee, also Reaper ist mega. Kann ich nix sagen. Wir machen eine Fahrgemeinschaft. Ja, schon klar, mir ging es ja bloß darum, weil ja die Mel und die... Oh, fällt mir jetzt der Name nicht ein, Alter. Ihr wisst, wenn ich meine, weil doch die auch hochfahren. Deswegen dachte ich, dass ihr dann mit dem Zug hinfahrt und die dann euch einsammeln. Wo fällt mir der Name nicht ein, Alter? Was ist heute los? Scheiß Namen. Scheiß Namensgedächtnis. Das ist schon fast peinlich. Halt, warte, es wäre in die Richtung. Ah, da unten steht sie. Aber dann ist er von... What they say is true. Wer weiß, was sie uns You have kaufen, to man see kann the großer world for Kofferraum nicht yourself schaden. to appreciate Oh, ich muss immer sagen, ich finde es immer geil, was ihr für Figuren kauft. Aber wenn ich dann mir überlege, was ihr für Preise in Deutschland zahlt, denke ich mir so, oh, das tut so weh. Also mir halt. Aber gut, ich setze mich auch viel zu sehr mit den ganzen Preisen auseinander. Aber gut, ich werde mich da wahrscheinlich auch nicht zusammenreißen können. Irgendwas werde ich mir da auch aufkaufen müssen. Aber wahrscheinlich eher Merchandise anstatt Figur. Mel! Wie beschworen fast.
Achso, ja, habe ich gut jetzt guten Namen gesagt? Ich glaube nicht. Was, ich wurde beschworen? Ja, weil wir kurz über die Dokumi geredet haben. Sagen, so teuer waren die zum Teil Figuren auf der Messe nicht. Nicht? Aber ich würde halt. Oder waren die im Angebot oder so? Weil, ich meine. Wie gesagt, das ist kein Vorwurf, ne? Also, das ist. Ich brauche mich da nicht einmischen. Ich denke mal das bloß immer, weil ich aber auch viel zu viel mit dem ganzen Zeug mache, ne? Aber ich meine, die hat doch bestimmt 300 Euro kostet, oder? Die Miku. Ja, gut, die Miku-Figuren sind ja Dinger. Sind ja eher die Standard-Dinger. Ne, ich meine halt die normalen Figuren. Weil ich meine, die Azure Lane-Figuren. Sei doch, weil die kostet hier schon in dem japanischen Shop schon 200. Ich meine, gut, wenn es dann noch rechnest mit Steuern, bist dann bei, mit Versand bist dann wahrscheinlich bei 60 Euro, dann bist bei 260 hier und dann bist bei 320. Mit Zoll wahrscheinlich. Müsst du Wuthering Waves spielen? Ja, Wuthering Waves werde ich auf jeden Fall spielen. Da wollte ich die Beta spielen, verdammt nochmal. Ne, aber die Miku-Figuren sind ja eher diese so Pop-Up-mäßig oder. Ah, nicht Pop-Up, wie heißt das noch? Keine Ahnung, die sind ja immer so, die sind ja die 50-Euro-Figuren. Und das sind, glaube ich, eher die Miku ist eher die 30 Euro, glaube ich, Variante wahrscheinlich. Das ist die Sakura-Version, die wird auch so in dem Dreh sein. Ich war in der Beta. Naja, dafür spiele ich jetzt voll das Spiel, egal. 12.04. kommt ein Livestream. Ich finde es ja toll, dass du nun auch mitkommst. Ja, ich hab's vorhin gesagt, ich habe ja lang überlegt. Lang habe ich überlegt. Weil ich dieses 4 Stunden Autofahren da hoch so abfuckt. Aber ich wollte schon so lange mal auf die Doku mit die letzten Jahre. Jedes fucking Mal wollte ich dahin. Die Azure Lane war aber ganz starker Zufall, hab nur mit gerechnet. Ja, die ist auch frisch rausgekommen. Also ich glaube, die ist noch nicht ganz so alt gewesen, die Azure Lane Figur. Also die ist relativ neu rausgekommen auch. Weil die hier relativ am Anfang ist. Oktober. Ja, okay, ist auch schon ein bisschen her. Das Schreiben muss gehen. Ja, dann schön, dass du da warst. Ich wohne quasi um die Ecke und fahre schon fast 2 Stunden. Ja, aber ich gebe halt zu, ich habe halt eine echte Abneigung gegen Autofahren. Also wenn ich selber fahren muss. Ich selbst mitfahren fuckt mich manchmal ab. Das ist so, ich sag mal so, bis zu einer Stunde ist meine Grenze, wo ich sage, alles in Ordnung, alles gut. So ab einer Stunde wird's anstrengend. Für mich. Wobei ich dazu sagen muss, ich glaube, mir verkrampft aber auch mein Fuß viel zu sehr. Ich weiß nicht warum, ich bin beim Autofahren, glaube ich, immer ein bisschen zu angespannt. Ich glaube, ich habe da an sich ein Problem. Ich versuche immer wieder ein bisschen lockerer zu bleiben, aber das ist so. Du bist dann, vor allem wenn du dann halt Autobahn fährst, weil ich fahre ja dann, glaube ich, mindestens 3,5 Stunden nur Autobahn oder 3 Stunden. Du bist halt ständig am Schauen, du willst keinem auf den Sack gehen, Alter. Du willst nicht irgendwem im Weg sein. 4 Stunden sind immer noch besser als 6. Das weiß ich. Nach Hamburg wollte ich schon länger mal, Alter, aber 6 Stunden sind für mich einfach Todesargument, ey. Deswegen größeres Mitleid für euch als für mich. Was wollt ihr jetzt hier eigentlich schauen?
Azure Lane-Figuren sind sowieso momentan wieder am Kommen ohne Ende. Alter. Das ist... Wie meine Aufmerksamkeit nach. Ich wäre müde auch arg. Halt, warte, da oben ist die Kamera. Ich wäre halt auch irgendwann müde einfach. Dann muss ich eine Pause machen irgendwann so. Also sagen wir mal so, ich bin mal 2 Stunden durchgefahren. Und das war so die Grenze irgendwie. Da, die schaut halt Hammer aus, weil da so eine Box dabei ist. Kommt vielleicht von unserem Alter. Nee, das war vor... Wie ich 26 war auch schon. Nee, warte mal, das war sogar früher. Ich glaube 23 war das. Da bin ich nach Halle dann aufgefahren. Weil man lernt über das Internet eine kennen. Unterhält sich viel, schreibt viel. Fährt dann hoch und wird nur verarscht. Ich bin 4 Stunden da hochgefahren, hast die Alte entweder zu mir die falsche Adresse gegeben oder keine Ahnung. Oder sie hat dann bloß geschrieben, so, da war irgendein Notfall oder sowas. Dachte ich mir, Alter, ich bin an einem Tag 8 fucking Stunden gefahren, Alter, für nix. Mich interessieren die Chinao-Figur von Einzelspieler sehr. Chinao. Nicht jede Frau im Internet. Weiß ich, 2 Jahre später habe ich eine andere kennengelernt. Mit der ist dann wirklich mal eine Zeit lang was gewesen. Also das war jetzt nicht, dass man verarscht wird. Das war jetzt halt wirklich so blöd gelaufen halt in dem Sinne. So viele Stunden ist echt schwierig. Ja, vor allem, ich bin halt 4 fucking Stunden da hochgefahren. Was ich aber dazu sagen muss, nach Halle fahren ist relativ entspannt. Damals. Das ist jetzt... Alter, das ist bestimmt schon 11 Jahre her oder so. Zum Glück fährt mein Auto fast von allein. Echt? Hä? Hast du so ein teures Auto, dass du so viele Fahrassistenzdinger drin hat? Also ich habe halt einen Tempomat, den ich bisher noch nie benutzt habe. Octavia. Da, jetzt kommt er mit seine... Mein Auto fährt nicht mehr mit mir richtig. Das Gute ist, dass ich ja jetzt das neue Auto habe. Weil mit dem alten, das war schon Ding, da konnte ich... Ab 140 hat das Lenkrad angefangen zu vibrieren. Mehr wie 140 brauchte ich gar nicht fahren. Ich habe nicht mal ein Auto. Weil wenn du keins brauchst. Welche Lane-Figur habe ich eigentlich die ganze Zeit gemeint? Da kommt irgendeine, die war richtig geil. Ah ja, die soll eigentlich diesen Monat rauskommen. Arc Royale. Ich bin gespannt, wenn die kommt. Die ist scheiß teuer, Alter, aber ich habe sie für die echt Schnäppchen Versand bekommen. Ich brauche eins, habe nur keinen Führerschein. Achso, okay. Der hat viele Assistenten und so. Ich habe mir mal geholt, wo jemand nach Frankfurt musste. Ah. Ja, aber wo ist denn die andere Figur hin? Das war doch eine Azure Lane-Figur, bin ich bescheuert? Oder haben sie die rausgeschmissen, weil es die nicht mehr gibt? Zu viel Technik im Auto schreckt mich immer ab. War ein Vorteil bei meinem alten Dacia, der hat halt nichts drin gehabt. Der war jetzt aber auch halt 16 Jahre alt. Wir haben damals ein Auto gebraucht. Und Geld war jetzt auch nicht gerade, was auf Bäumen wächst. Und dann haben wir uns den damals geholt. Ey, der ist 15 Jahre gefahren. Ich hatte so gut wie keine Probleme mit dem. Sau wenig Reparaturen, bis ich da halt mal den Unfall hatte, einen leichten. Opel Agila. Ich kenne den Namen nicht mal. Hey, warum gibt's die hier nicht mehr? Das ist sehr eigenartig. Haben sie die rausgenommen? Schau dir die Möhre mal an. Oder mal. Opel Agila. Ach du Scheiße. Okay, nichts gegen dich, aber der schaut echt hässlich aus.
ist es der Kasten oder ist es der? Der schaut schon wieder besser aus. Ist es der Kasten? Der Kasten schaut scheiße aus. Der da schaut schon eher wieder normal aus. In Gelb. Oh. I. So wie der Gelbe. Ah, okay. Aber wenigstens in Orange, Alter. Gelb ist er. Oh. Das schaut ja noch schlimmer aus, weil der so ausgebleicht ausschaut. Ganz fieses Ding. Oh, der ist ja gleich noch besser. Der ist ja Gold wert, Alter. Ach du Scheiße. Ist der gefotoshoppt? Hä? Ja, da stimmt doch irgendwas nicht. Ach Gott, Alter, das ist ein fucking Bausatz. Ich dachte mir schon, was zur Hölle, was ist das für scheiß Farbe? Schwollig aus zu meinem ersten Auto. Naja, mein erstes Auto war damals halt der Dacia. Logan. Alt. Da, so. Sah ganz normal aus. Also der ist nichts Besonderes gewesen. Nee, der schaut schon wieder zu sportlich aus. Da, so hat meine von vorne ausgeschaut. Ich weiß ja gar nicht mehr, Alter. Jetzt fahre ich seit ein paar Monaten den anderen, ey. Der ist doch schon okay. Ja, der ist in Ordnung. Der ist halt da so. Der ist halt ein bisschen, also, er ist halt Standard. Er ist normal. Da ist nichts Besonderes. Denn was ich jetzt habe, ist der Dacia Sandero Stepway. Den habe ich mir Gebrauch gekauft. Und den finde ich bisher mega. Schaut halt ein bisschen sportlicher aus. Hat halt so ein bisschen so dieses SUV-Ding. Ist ein VW UP ein gutes Auto fürs Erstfahrer? Ich habe keine Ahnung. Bald auch mal an. Das ist übrigens auch die Farbe von ihm. Ich finde das Blau finde ich cool. Ich wollte nach dem anderen in Blau, wollte ich auch... Nee, warte mal. Nee. Bin ich jetzt bescheuert? Da, so. Die Farben bei den anderen haben irgendwie vom Licht her... Dauert noch. Weißt du, wie ich ein Auto draußen stehen habe und nicht mehr genau die Farbe habe? Aber ich glaube, weil das da heller wirkt? Nee, das passt hier auch. Ja, das ist ein anderes Blau, deswegen war ich jetzt so verwirrt. Und das ist ein... Nee, das ist der Schattenwurf, das schaut doch dunkel aus. Aber auf jeden Fall ist das so blau. Fand ich cool. Lustig ist halt zu der Zeit, wo wir nach gebrauchten Autos gesucht haben, ich wollte unbedingt so einen haben, haben angefangen die Preise zu steigen, die Penner, ey. Da hast plötzlich für ein gebrauchtes Auto, was vorher 5 oder so gekostet hat, mit 60.000 Kilometer oder 50.000 drauf, hast plötzlich 10.000 oder 12.000 gezahlt, die Penner, ey. Scheiß Automarkt. Aber wir werden jetzt mal nicht lange rumtun. Achso, ja, siehste. Ich habe vorhin den anderen meine Silverwolf gezeigt, was ich angemalt habe. Wenn ich schon sowas mache, muss ich es auch stolz rumzeigen. Ist nur nicht fertig. Nur mal kurz angeben und wegschalten. Skoda ist gut und günstig. Was ist, bevor ich jetzt da die Aufnahme... Ey, was es für bescheuerte Autonamen gibt, Alter. Ist euch das schon mal aufgefallen? Jetzt wollte ich eigentlich spielen, ey, aber wenn du... Auto Hero, finde ich das da? Warte mal. Ich meine, es gibt Auto Karl, Alter. Da, der Opel Karl, Alter. Warum nennt man Auto Karl? Oder was war denn das? War das ein Mitsubishi? Star... War das Chip? Ich habe keine Ahnung. Mein Drucker heißt Günther. Komische Autonamen. Die peinlichsten Autonamen aus aller Welt. Jetzt bin ich gespannt, was kommt. Ach so, nee, das ist hinten auf dem Ding drauf, oder was?
Audi e-tron, Audi Coupé, Nova, Uno, Kuga, Pinto, Probe. Ja, die gehen aber eigentlich noch. Python. Ich weiß nicht, ich hab irgendeinen ganz komischen hatte ich mal. Alter, was ist denn das? Was ist denn das für ein Auto, Alter? Ablehnen, verpisst euch jetzt. Ach du Scheiße. Ey, na, wer dein erstes Auto? Was? Wahrscheinlich wirst du von dem Fahrrad überrollt, wenn es dich erwischt. Alter. Oh mein Gott. Ja gut, das schaut wenigstens noch cool aus, weil das hat ein Batman-Logo drin. Was ist denn das? Ist das aus dem Amazon-Karton? Das schaut aus, wie wenn es aus irgendeinem Karton gebaut wäre oder so. Oh, das ist ja geil. Da kannst du zwischen den Wänden durchfahren. Ey, du, ist es in Italien so schlimm mit so engen Gassen und so? Ey, da kannst du überall durch. Das schaut aus wie ein Leichenwagen. Nur ein bisschen höher gesetzt. Alter, das schaut aus wie so eine Brotbox oder irgendwie sowas. Keine Ahnung. Also das schaut jetzt aus, wie wenn einfach einer Bock hatte, irgendein kantiges Auto zu machen. Ey, ich habe hier gerade 5 Stücke Blech rumlegen, schweiß mein Auto zusammen. Den hatte ein Bekannter damals von mir. Seine Mutter. Oh Gott, ich finde das Auto bis heute noch so hässlich. Ich weiß nicht, wie man freiwillig so ein Auto holen kann. Falls es jemand hat, tut mir leid, aber es ist so. Ich meine, ich habe damals immer gesagt, das ist UFO-Auto. Ey, das ist schon über 10 Jahre oder 15 Jahre sogar. Jetzt fühle ich mich noch älter. Ich glaube sogar 20. Das ist so hässlich. Ich weiß nicht, wer da drauf... Das schaut aus, wie wenn du ein normales Auto nimmst, oben die Seite abschneidest und von einem anderen kleineren Auto das Dach drauf setzt. Das schaut halt echt aus, wie wenn du es aus 2 Autos zusammen geknüppelt hast. So, und jetzt habe ich lang genug rum. Wir spielen jetzt mit der Lynette. Katze! Ist das Lynette mit einem Kätzchen? Meow. Was? Vorsichtig anschleichen. Oh, it's you. 1 second. Now activating chat mode. Was? You made me jump there. I thought they'd finally caught me. Ist überhaupt nicht aus, als hättest du Angst. Will dich jemand entführen? Objectively speaking, the trouble was entirely of my own making. Half an hour ago, I was at Hotel de Boer for a drinks reception. It was to celebrate the successful opening of a show, but it was draining my energy. So, I waited for the right moment, then snuck away so I could switch to standby mode. Ich verstehe, sie schicken also jemanden, um dich zu finden und zurückzubringen, aber warum? Probably because I'm playing the lead role in the show. What? Die Hauptrolle? Is that so surprising? I'm always getting invitations to do solo performances. I just usually get Linny to write back and turn them down. But then came the Fontanalia Film Festival. We took all the kids from the House of the Hearth out to see a film, and after it finished, they all started clamoring for me to try out acting for some reason. Even Linny was chanting along with them. Anyway, it just so happened that a director called Mary who had sent me an invitation right around then. I'll spare you the details, but basically, I ended up accepting it. Das ist also das schauspielerische Debüt der Zauberpuppe. Zauberpuppe? Yep, you nailed it. I'm playing the role of a puppet. Was? In fact, the show's called The Lost Puppet, and it's a masked mime show. So, I don't have to do any facial expressions or say any lines. Literally just a series of physical movements. The director says it's a very avant-garde art form. Hört sich ja avantgardistisch an, aber kann das Publikum jetzt verstehen? Art is not comprehended by the mind, but felt in the heart. At least, that's what the director says. Anyway, if nothing else, the opening performance seemed to go down well. At the drinks reception, everyone was crowding around me, saying, "Triumphant character portrayal.
faithful adaptation of the original work, unequivocally, quintessentially avant-garde, and stuff like that. But being the center of attention is draining. So the moment they left me to go harass the director instead, I was out of there. Einmal, dass du nicht linear als Schutzschild verschieben konntest. The other thing is, some weird things happened while I was on the stage. Oh, sorry, Bonnie. I didn't mean to leave you out of the conversation. My bad. Ist Bonnie deine Katze? Kann sie mit Katzen einfach reden? Ich meine, klar, sie ist eine Katzending, aber... No, we just met. We bumped into each other right after I slipped away. Und du hast ihr schon einen Namen gegeben? Well, it'd be kind of difficult for us to communicate otherwise. Besides, I think she's taken a liking to the name. Haven't you, Bonnie? Yeah, that's right. Good kitty. We'll go find your owner soon, I promise. Besitzer, also ist sie keine streunende Katze? Nope. She's wearing a collar, and for the most part, she's pretty well groomed. If she is a stray, she hasn't been for long. Her stomach's been growling a lot. I guess she must have been missing for a few days now. As much as I'd love to hang out with her for a while longer, her owner's probably worried sick about her. But the reception... I should probably show my face there again at some point, even if it's just to make excuses and leave again. Decision time. Fällt dir die Entscheidung schwer? Well, I just find it exhausting, thinking through all the different ramifications of different choices and so on. That's more Lenny's area than mine. Aber diesmal ist er nicht da. So, unless it's something really important, I usually just leave the decision-making to him. It's fine. He got Fremine to make me a little something for just this situation. Find's immer geil, wenn sie da steht mit 2 Daumen nach oben. Poof! A phaetometer. Was ist das? It looks pretty over the top, I know, but it's essentially just a box of cards. He kept the design simple, so it'd be harder to break. The way it works is, I pick a card at random, then look at the number on the card. Und wie hilft dir das dabei, eine Entscheidung zu treffen? Well, for example, if the number on the card is 5 or higher, I help Bonnie find her owner. If it's less than 5, I go back to the reception. Ein einfaches Prinzip. I just have to believe in the bond between me and my cards, and my fate will reveal itself to me in numerical form. At least, that's what Linny said. Anyway, I guess I'll give you a demonstration. Als er nicht gerade eine Karte ziehen wollte, gab die Kartenschatulle ein schmerzhaftes Stöhnen von I didn't sich. like that. Was I using it wrong? Maybe if I just... Lini klopft auf die Schatulle und lässt eine Menge Karten herausfallen. Dann hebt sie eine zufällig vom Boden auf. Clearly, there's some design flaws to iron out. I'll have to let Fremine know. Ich habe das Gefühl, dass das Problem nicht beim Entwurf lag. Let's see... Which card did I get? 4. Also helfen wir Bonnie nicht? Well, the cards fell on the ground though, so I don't think it counts as fate. If you want to get the right answer, you have to let fate decide. Also something Linny said. So, to put it another way, if picking a card up off the ground is how to not leave it to fate, then that means it must be the wrong answer. Lini möchte damit wohl sagen, dass man sich manchmal mit einer unliebsamen Antwort abfinden muss. Or... Why don't you pick a card? Since I ran into you here, that means... our fates are, like, interfering with each other. Na gut, ich ziehe noch eine Karte. Thank you. This one is final, I promise. Here, take the phaetometer. If it's 5 or above, that means fate successfully changed. Anything lower than 5 is a fail. Also, if you have your own thoughts about what I should do, feel free to share it. Now that I've got a good problem solver here to help, I don't need to run every little thing by fate. Die Karte des Schicksals. Ich bin nicht sicher, überlassen wir es dem Schicksal. Wie wär's, wenn du mir das eine noch das andere tust? Ich denke, du solltest zur Empfangsfeier zurück. Ich denke, du solltest Bonnie helfen. Wenn die Karte des Schicksals ist. Then let's see where fate will lead me.
Warte, was? Die von Indikator des Schicksals zufällig ausgelöste Kontrolle zeigen häufiger den Verlauf des Schicksals oder den Erfolg oder Misserfolg einer Handlung. Karte zu ziehen und eine Zufallszahl zwischen 1 und 20 zu erhalten. Wenn die Karte zeigt die Zahl der Karte größer oder gleich der Zahl. Alter. Ich dachte nicht, dass das wirklich passiert. Angemessene Vorbereitung und freundliche Hilfen können derweil das Ergebnis dieser Kontrolle beeinflussen. Aktuelle Kontrollboni werden so... Was? Ziel der Kontrolle 5. 11. Kontrolle erfolgreich. So, we're looking for Bonnie's owner? Welche Karten gibt There's es? 20 cards in total, numbered 1 to 20. So there's only a 1 in 5 chance of drawing less than a 5. I should also mention, this time the cutoff was 5, but I just set that to wherever I feel like. Ach so, sie sagt es selber. Ach, du bist nicht zu dem Empfang zurück. To put it in perspective, I said I'd only do the show if I drew a 1. Fate can be pretty sneaky sometimes. So, wie willst du Bonnies Besitzerin finden? I think I'll go to the Steambird and see about putting an ad in the paper. You wanna come along? I think Bonnie wants you to come with. Gerne, wenn ich dadurch ein bisschen länger mit euch abhängen kann. Okay. Indikator des Schicksals. Kann ich den jetzt immer verwenden? Warte mal. Da ist das Inventar. Mal alles ins Ding rammen. So, hier. If you're not sure what to do next, how about I take you on a walk? Was ist das? Eine 11 oder eine 17? Ah, eine 17. Das ist 7, oder? 16. Das ist cool. Außer die 6 und die 7, die schauen halt scheiße aus. 0 kann man wenigstens rausziehen. 15 ist auch in Ordnung. Ist es 8? Ja doch, 8. Alter, wie kompliziert will man das machen? Wann löst sich das auf oder bleibt es da einfach? Ich gehe einfach mal weiter. Tippzahlen für Lotto nutzen, ja. Jeden Früh zum Aufstehen benutzen. Oh, stehe ich jetzt auf oder bleibe ich einfach liegen? Every stupendous day starts with a steambird. Oh, hi Lynette. Hi Traveler. What can I help you with? Dich wegen der letzten Kolumne Chroniken der Menschen fragen. Gab es Aufträge zu einer vermissten Katze? I don't think so. Have you picked up a stray? Yep. If there's no commission to follow up on, could we post a notice about the missing cat instead? Why, of course. What a kind thing to do. Just fill out the form. Well, we've registered you as missing. You can stay at my place until your owner finds you. Also, I just wanted to say thanks for keeping us company for so long. Well, I should probably head back to the drinks reception. Hopefully most of the people have left by now. Oh nein, Nahida hat ihren Hut vergessen. Es wäre cool, wenn man den aufhocken könnte. If you've got some time, you should stop by my place tomorrow to see Bonnie. There's a nice cup of tea in it for you. Ich freue mich schon drauf. Alright, see you then. Ich weiß nicht, warum ich mag die nicht irgendwie. Auch wenn sie so ein bisschen so speziell wirkt, aber genau das ist eigentlich das, was ich bei ihr cool finde. Warte. Something on your mind 7 again? und 9. Let's work together.
Dip, 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 dip. Two heads are better than one. Elften. Wer ist da? Der humanen Vereinigung? Eloide. Oder Eloide? I believe this cat belongs to me. I already told you, this isn't your cat. Just take a breather, you two. Was ist hier los? Oh, you're here. As you can probably see, you'll have to take a rain check on that tea I promised you. At least for now. This is my friend's cat. He's preoccupied with some important business, so I came to retrieve her in his stead. Was mich gerade jetzt eher interessiert. Wir haben gestern im Spiel eine Zeitungsanfrage machen lassen, dass diese Katze vermisst wird. Und heute um 7 stehen die schon hier? Ich meine, wann wird diese scheiß Zeitung ausgeliefert? Ja, wobei, nee, vergesst, was ich sagen wollte. Das passt eigentlich schon so. Aber ging ein bisschen schnell eigentlich. No, it's far more likely this cat escaped from the Humane Society. Was ist eigentlich die humane Vereinigung? Tierheim? Passive Kontrollen ist eine besondere Art von Kontrollen, die nicht aktiv ausgelöst werden müsste, sondern zu bestimmten Zeiten automatisch ausgelöst werden. Hast du einige versteckte Informationen wie Unregelmäßigkeiten in der Haltung einer Person oder bestimmten unpassende Details? Irgendwie unnatürlich. Zögern in seiner Stimme, es wirkt, als würde er etwas verbergen. Immer wieder zur Seite, als ob er vermeiden will, aufzufallen. Wie wäre es, wenn wir Bonnie entscheiden lassen? Bonnie? That's the name I've given her in the meantime. Zähmen mal sehen, wenn Bonnie... Zu wem Bonnie hingeht. Zähmen? Spielen wir jetzt Dungeons and Dragons oder so? Eine 8. 10. Kontrolle erfolgreich. Bonnie läuft fröhlich zu dir und fängt an, um deine Beine zu streifen. This complicates things. Sie scheint mich sehr zu mögen. I told you before. This is my friend's cat. It's normal for her not to trust me. Listen, I'm the director of the Humane Society, okay? We've got so many strays, Tamara, guten dogs, cats, you name it. I'm not even the one feeding them most of the time. You can hardly expect the cat to recognize me. Wie könnt ihr euch dann so sicher sein, dass sie euch gehört? She just looked somewhat familiar, so I came to check, just in case. If she turns out to be one of ours, I'll take her back. Simple as that. Even if that's not the case, the Humane Society could still take her in, if no one else comes to claim her, that is. Was ist die humane Vereinigung? We're an organization that specializes in rescuing and sheltering stray animals. We've been in business for several decades now. I'm Bernard, the current director. The Humane Society. Huh. The name sounds familiar. I remember hearing good things. You're the one in the Quartier Lyonnais? Yes, that's the one. Anyway, if it's not too much trouble, could I possibly take a closer look at the cat? If it turns out I really am mistaken, I suppose that means the cat belongs to this lady here. She would be the only remaining option after all. It belongs to my friend. Wenn wir hier aufpassen, sollte es keine Probleme sein. Go on, Bonnie. Oh, nope. Looks like I was mistaken. They do look similar, but there's an ever so slight difference in this one's fur color. Deepest apologies, friends. Well, I suppose this means I still have a missing cat to search for. Apologies again for the confusion. Also ist das die Katze deines Freundes? Oh, yes, exactly. Wait a second. You lied earlier, didn't you? Lied? I'm afraid I don't know what you mean. A liar always has a tell. The look in their eyes, their breathing pattern, the way they hold themselves. The things that can give you away are often more numerous than you would think. What are you talking about?
The way I see it, you're conflating baseless conjecture with fact. Normally, when someone is called out, their breathing speeds up as they begin to panic. But your breathing pattern hasn't changed one bit. In fact, it's been strangely calm and measured this entire time. It stands to reason, then, that your agitated behavior earlier was all an act. If you're a bad guy, I'm sure you'll take off running the first chance you get. If you're a good guy, the most likely explanation is that you're a member of the Guards, or some similar organization. And you're basing this off of? Intuition. Nothing more. Intuition. Well, I have to hand it to you, Lynette. You're right. I'm a member of the Guards. The name's Elodie. I'm currently investigating a cross-border smuggling case. This cat here, Bonnie was her name? Well, her owner is one of the prime suspects of our investigation. A couple of days ago, our suspect got wind that we were on his tail and fled. That's most likely how he got separated from the cat. Okay, this escalates quickly. I just so happened to stumble upon your notice in the Steambird. So, I decided to see if he'd come back for her. But, it looks like I overestimated him. Dann würde ich wahrscheinlich auch nicht zurückkommen. The impact of this case has been huge. The Marechaussee Phantom, the Guards, and the Special Patrol have all launched investigations. If there was even the slightest chance that he would show himself, I had to follow up on the lead. Was wurde denn geschmuggelt? A new kind of illegal drug. Imitation synth. Oh, We confiscated all the synth on the market, but addiction isn't something that goes away overnight. Even without substances on the market, people are still looking for a way to get their next fix. And criminals are all too eager to capitalize on that addiction. That was the impetus for imitation synth. Needless to say, a small-scale market opened up very quickly. After the original synth debacle, we put several measures into place to prevent similar incidents from occurring. The perpetrators got smart, though, and shifted their sales overseas before those measures could kick in. That's when the imitation synth smuggling began. We only recently got word of the presence of imitation synth overseas. We managed to track down evidence of some early transactions. What we were able to find out, however, hasn't proven that useful given the amount of time that has passed. The Marechaussee Phantom launched an investigation to track down every person in Fontaine capable of producing a drug like that. That's how we learned about Bonnie's owner. wer genau ist der? He's a researcher at the Fontaine Research Institute. His name is Pierre. Pierre Lafayette, to be exact. Oh nein, nicht Pierre. Lefebvre. Okay. Wahrgenommen, Lynettes Gesichtsausdruck wirkt irgendwie unnatürlich. Ein leichter Anflug von Furcht streift Lynettes Gesicht. Furcht? Sieht eher aus, wie wenn sie keinen Bock mehr hätte. Seltsam, normalerweise hat sie ihre Gesichtszüge gut unter Kontrolle. The Marechaussee Phantom found him in Poisson. In addition to the cat, he also had a pendant with him. Ist das ein Maßband oder ein Meter? Das ist aber echt komisch, Alter. Vor allem, es stehen keine Zahlen drauf. Muss da zählen? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Zentimeter los. At first, there wasn't much cause for suspicion. A search of his house didn't reveal much to go off of either. The Marechaussee Phantom very nearly left it at that. It was only later that we realized the coat of arms on his pendant belonged to none other than the Lafayette family, one of the most infamous aristocratic families in Fontaine. Ach, immer diese Aristokraten. Obviously, this discovery prompted a further investigation into Pierre. At that point, however, we discovered that he'd already fled. Now the guards and the Special Patrol are all searching for him. Könnte es sein, dass seine Familie ihn versteckt? Achso, ja. That's not possible, actually. The Lefebvre family has been gone for a long time. Exactly. Many years ago, several important members of the family, including the patriarch, were murdered by an assassin of unknown origin. From that point on, family's power and influence took quite the hit. The family is engaged in all manner of crimes. As you can imagine, there's no shortage of people waiting in the wings to take their revenge.
And with the family severely weakened, they were able to do just that. Most of the remaining family members succumbed to sickness or hunger. The ones that survived are currently living out their days under a new identity. Pierre is one of those very survivors. He's been hiding away in the Fontaine Research Institute all these years. His true identity unbeknownst to all. Until now, that is. Ist es kein Problem, wenn du all die Informationen mit uns teilst? Well, my fellow guards have told me all about how smart and courageous you both are. And I know you possess a strong sense of justice. There could be a chance that Pierre, or one of his accomplices, might attempt to get close to Bonnie. Now that you've been briefed on the situation, I was hoping you'd help us keep a lookout. If I take Bonnie back to the guards with me, there's no way Pierre will try and come for her. Not even the most daring of criminals would attempt something like that. Sollen wir Bonnie also vorläufig bei uns behalten? I have to admit, I'm not holding out too much hope that Pierre will come back for her. But if there's even the slightest chance, then it's worth a shot. Well, I've got some other leads to follow up on. If Pierre does appear, please contact me right away. Okay. Du siehst nicht gut aus. It's nothing. I'm fine. It's just... the head of the Lefebvre family. He was the eminent person who kidnapped me all those years ago. Ich hab's mir fast gedacht. It was at a dinner party. Someone tricked me into boarding the Lefebvre family carriage. Whoever it was, they took me back to their home. But before anything worse could happen, Father intervened. Dann war der Attentat, den Rodier erwähnte? Yep. Father was the one who orchestrated the fall of the Lefebvre family. That's what led Lenny and I to join the House of the Hearth. After all these years, I never thought I'd hear the Lefebvre name again. Geht es dir noch in Ordnung? Der Satz hat sich Pushes me to do that acting job. er wollte sie weghaben, damit er da den Typen-Ding festmachen kann. Thinking about it now, it's almost like the one I drew from that deck of cards was part of his plan all along. He must have asked Fremine to help him out. In any case, I know he's hiding something from me. Glaubst du, er weiß von Pierre? It's very possible. I'm sure he tried to send me away because he was afraid it would bring up some painful memories for me. It wasn't necessary, though. Even after all these years, he's still as overprotective as ever. You'll have to help me teach him a lesson if we run into him along the way. Unterwegs gehen wir irgendwo hin? Yep. I want to head to the Fontaine Research Institute to learn more information about Pierre. Just let me activate search mode and then we'll head out. Who knows? Maybe we'll run into Linny along the way. Versuchst du Linny bei seiner Ermittlung zu helfen? A little bit of both, perhaps. For the most part, though, I just have the sense that something's not right. Something isn't adding up about Pierre's story. I'm just not sure what. Manchmal muss man den Stier bei den Hörnern packen, nicht wahr? So sagt die Katze auch. Okay, I'll write a letter explaining everything to the crew. Once that's done, we can head out. Guten Abend, Swanny. Siehst du, wollen wir es gerade haben? Und wer hat gekifft schon? Oh, das sind Diskussionen in letzter Zeit, ey. Vor allem im Internet. Den haben wir an sich. Ach ja, und guten Abend, Swanny, bevor ich es vergesse. Ich warte auf Cannabis-Tee. Damit's exquisit ist. Hey, Tamara habe ich doch vorhin mittendrin sogar erwähnt. Habe ich Swanny zweimal gegrüßt?
Ja, aber die haben doch die ganze Zeit geredet, ich habe gar keinen gegrüßt. Ich mach's ja normalerweise, während ein Charakter im Spiel redet nicht. Bei Tamara ist es mir so rausgeschossen, muss ich zugeben. Da dachte ich mir so, oh scheiße, warte, die labern gerade. Gut, ich muss aber auch zur Peinlichkeit zugeben, ich habe ihren Namen vorhin vergessen. Weil ich die ganze Zeit ihren Discord-Namen im Kopf hatte, da ich so, warte mal, hä? Bin ich jetzt bescheuert, warum fällt mir der Name nicht mehr ein? Oh, das ist schlimm. Zu meiner Verteidigung, ich bin schon immer mit dem Namen scheiße gewesen. Ich hab von Arbeitskollegen mittendrin meinen Namen nicht mehr gewusst. Ja, hast mich zweimal gegrüßt. Echt? Verdammt. Nach ihrem Namen hast du gesucht, ja. Auch mit Leon angesprochen gefühlt. Ja, wie ich ihn gelesen habe, weiß ich ihn ja. Aber auf Discord, ich habe halt in der letzten Zeit immer nur deinen Namen auf Discord gelesen und deswegen war ich dann so, ja, die Mel und die Fuck. Wie wir über Dokumi geredet haben, so, shit, warte, wie war's? Das war doch was mit L. Nee, das war nicht mit L, das ist hier auf Discord. Verdammt! Kurz danach ist dann auch Mel aufgetaucht und ja, das war wie beschworen. Und da war ich dann passend da, genau. Das ist so aus dem Kopf gelöscht in dem Moment. Die Dokumi ist ja eigentlich auch schon wieder in 2 Monaten, ne? Ne, 3. Naja, sagen wir 2,5. Ach Mist, jetzt gehen wir Tamara und ich uns immer abwechseln beim Beaufsichtigen von euch. Ja, außer vorletztes Wochenende, da ist ja gar keiner gekommen. Da war nur die Navia da. Aber es hat gepasst, ich habe bloß einen kürzeren Stream machen wollen. Klaus, guten Abend. Die anderen sind ja lieber auf ihrer Messe, die anderen sind gar nicht da. Wie geht's euch? Mir geht's gut. Und selbst? Ich war wenigstens da, ja. Du gehörst ja zum Inventar-Navier mittlerweile. Gab's eigentlich mal einen Stream, wo du nicht da warst, seit du da bist? Ich glaube nicht. Ich muss zu meiner Schande gestehen, verpasst Samstagabende irgendwie dauernd derzeit. Naja, letzte Woche war ja nicht und... Aber ich habe echt keinen Bock gehabt. Ich habe zwar die Woche Urlaub gehabt, aber ich habe keine Lust gehabt zu streamen. Ich wollte meinen eigenen Scheiß machen. Aber ich glaube, ich habe auch Persona gespielt ohne Ende. Zweimal war ich nicht dabei. Ja gut, aber auf jeden Fall warst du so oft dabei. Nur noch vom Fernsehen hin vegetiert. Aber du warst so oft dabei, dass es mir schon gar nicht mehr auffällt, wenn du mal weg warst. Beim ersten Mal ging es mir nicht gut, beim zweiten Mal hatte ich mich nicht erinnert. Ist das nicht dann eigentlich zweimal, dir geht's nicht gut? einmal nicht gut und einmal Migräne macht zweimal nicht gut. Das wäre eine neue Schulaufgabe. Ich war lange nicht da. Ja, aber du schaust ja immer wieder vorbei. Da, wenn ich weiß, dass es Samstag ist. Ich müsste es manchmal vielleicht früher ankündigen, dass Stream heute Abend ist. Problem ist, wenn ich einen Stream aufhöre und dann sage, nächsten Samstag ist keiner, ist ja die Hälfte schon nicht mehr da. Wobei, man könnte eigentlich mittlerweile auf Standard gehen, 2 Wochen Stream, 1 Woche Pause, 2 Wochen Stream, 1 Woche Pause und so weiter. Also so habe ich es momentan gemacht.
Ich schaue mittlerweile vor im Discord, wenn Navi, wenn er. Genau. Das Lustige ist, sie fragt immer genau an dem Tag, wo es nicht ist. Ist mir in letzter Zeit aufgefallen. Das ist schon wie so gewusst irgendwie, dass das immer so 2 Wochen, einen Tag Pause, 2 Wochen, eine Woche Pause, 2 Wochen, eine Woche Pause. Fand ich immer lustig. Ich merke sonntags immer, dass ich es verpennt habe. Ich kann es spüren. Eine Erschütterung der Macht, wenn kein Stream ist. Stellst du immer später rein. Stimmt gar nicht. Heute war es 19 Uhr irgendwas. 20 Minuten vom Stream oder so. Ich hab dich vermisst. Wir haben dich auch vermisst, Klaus. Sin wird alt. Nee, ich habe bloß irgendwann gemerkt, es macht eigentlich keinen Unterschied, ob ich es früh reinstelle oder abends oder mittags oder einen Tag davor. Aber gut, wenn es gewünscht ist, das früher reinzustellen, kann ich es gerne öfter machen. Ich habe bloß irgendwann gemerkt, so eigentlich ist es wurscht, weil ob ich es jetzt früher reinstelle oder später, wird er trotzdem nicht mehr. Für uns schon, weil dann verschlafe ich es nicht. Ja gut, dann schaue ich, dass ich es einen Tag vorher oder am Tag da früher mache. Weil ich habe halt mehrfach ausprobiert, so, mache ich es mal schon Mittwoch? Mache ich schon Mittwoch? Mache ich es mal Donnerstag? Mache ich es mal Freitag, Samstag, früh, Mittag, abends? Hat halt irgendwie nie was an der Zuschauerzahl irgendwie geändert. Deswegen dachte ich mir irgendwann so, ja, ist eigentlich wurscht. Mittwoch ist zu früh. Ja, das habe ich dann auch gemerkt, weil das hat... Mittags 15, 16 Uhr. Das vergesse ich bis dahin schon wieder. Ja, das Problem ist ja, weil auch die meisten, glaube ich, die Nachricht gar nicht bekommen. Wenn ich dann live gehe oder so, oder wenn ich sowas neu stelle. Glaube ich. Weil da ist YouTube-Scheiß unzuverlässig. Samstag ist Laufe des Tages, wäre schön. Dann schaue ich, dass ich es in Zukunft früher mache. Einen Tag vorher oder dann halt am Samstag früh. Aber ist dann schön auf meiner Startseite. Ah. Warte mal, wo wollte ich schon? Da. Hä? In Mettmann habe ich übrigens mein Hotel gebucht. Ihr seid ja da unten irgendwo. Da in Hilden. Ist wie so ein Dreieck jetzt. Sind es in meinem Zeitplan drin. Ganz andere Richtung bist du. Ja, ich habe mal geschaut, wo das günstigste Hotel ist und es war halt hier außen. Und von hier aus sind es nur 24 Minuten bis zum Ding. Da dachte ich mir, passt schon. Ich meine, ich komme eh von da unten Richtung Nürnberg. Alter, das wirkt so scheiß weit. Da dachte ich mir, da kann ich das Stück auffahren. Weil die Hotels sind schon scheiß teuer. Swadi fährt uns hier hin. Pumpman fährt. Swadi ist auch nur Mitfahrer. Warte mal, ist das überhaupt der Tag? Ja. Warum ist das schon wieder auf Englisch eingestellt? Ey, aber die Hotelpreise da oben, die sind also... Ich meine, ihr habt es ja selber gemerkt, ne, aber die sind ja... Alter, hör mir auf, ey. Was sind das für Hotels? Ich meine, ein fucking Tag, Alter, kostet 500 Euro. Warte mal, wie viele Tage sind das? Was habe ich da eingestellt? 5 Leute? Ach, das war damals noch. Okay, vergesst mit 500 Euro. Preise sind mit der Zeit angestiegen. Ja, schon, also. Aber trotzdem. Ich meine, 270 Euro, 389, 285, 244. Ich meine.
Und was sind die Preise gestiegen? 500%? Ich meine, dass sie jetzt nicht mehr 40 oder 50 kosten wie vor 12 Jahren, wo ich das letzte Mal da oben war oder so. Sollten wir nächstes Jahr hingehen wollen, müssen wir buchen. Ja, das sollten wir das nächste Mal gleich machen. Doppelt so teuer. Ich meine, deswegen war ich froh, dass ich dann da hinten... Da für 84 habe ich eins gefunden. Ist sogar immer noch ein Zimmer frei. Das sind auch 108, 160. Weißt du, das ist außerhalb, Alter. Ich meine, was sind das für fucking Hotels? Okay, das ist eine Villa. Okay, das ist ein Apartment. Das ist in Ordnung. Wir spielen übrigens dann gleich weiter, ne? Also, das ist jetzt eher so ein Pausending. Ich meine, ich wenn nach fucking Japan fliege, ich kann eine Woche für 200 € drin bleiben. Und das mitten im scheiß Tokio. Ich meine, ich wenn da rüber gehe. Sucht ihr mir da die Dinger raus? Ja gut, das sind auch, da gibt's auch einen Haufen, aber trotzdem. Da 90 €, Alter, und das ist fucking Tokio, Alter, das ist aber wichtiger als irgendwie scheiß Düsseldorf, ey. Ich meine, klar, das ist Messezeit und sowas, aber wow. Ich dachte mir so, ja, das wird schon locker gehen, und wenn es ein bisschen außerhalb ist. Ich meine, wenn ich nicht so Bock drauf hätte, vor allem, ich meine, selbst außerhalb hast du teilweise so Preise. Ich meine, da, das ist Karst, Alter, für 164 €. Ich meine, du musst schon echt weit außen sein, damit du für 60 € was findest. Ich meine, das sind ja teilweise sogar Hostels, Alter, das sind in den Preisregionen. Tokio ist doch nichts anderes wie Düsseldorf, ja. Ja, so ungefähr. Wenn wir mal nochmal hingehen. Ja, so ungefähr wie Düsseldorf, ja. So ein Stück. Muss schon echt rangehen. Aber Düsseldorf ist voll langgezogen, ne? Auf was ich gespannt bin, ist, wie die Parkplatzmöglichkeiten sein werden. Hey, die haben einen japanischen Garten? Ach so, ja. Stimmt, ich depp, Alter. Die haben ja auch das japanische Viertel, ne? Fällt mir gerade ein. Little Tokyo. Japanische Garten ist direkt daneben. Stimmt, ja, da ist das Zeug. Naja, und wenn man zum... Da, Little Tokyo ist da unten. Sagt Bescheid ab Dezember, so kann mein Urlaub schon planen und Geld. Das können wir gern machen, ja. Ich glaube, ich schau mal nach Parl and Travel. Ist das ein Verschreiber? Park and Travel, oder? Autogramm. Achso, Autogramm. Ich dachte so, hä? Park and Travel. Jetzt hast du ihn bei Travel verschrieben. Das ist geil. Es ist der Fehler von dem anderen ins andere gerutscht. Das war jetzt ein geiler Fehler von Parl and Travel zu Park and Travel. Das war jetzt schon geil. Es ist aber super, wenn du dann was richtig schreiben willst oder was anders falsch schreibst und denkst so, ah fuck, Alter. Autogramm schreiben? Nee, schreibe ich nicht. Ach so, außer ihr wollt irgendwas haben, dann kann ich das mal schon machen. Mein Autogramm schaut aber für jedes Mal anders aus, weil ich unterschreibe nicht mal in der Arbeit richtig immer gleich. Manchmal schaut es aus, wie wenn man nicht mal, wenn ich ein Arzt wäre. Schneller drückt, dass man Korrektur lesen, ja. Und dann kommt noch Autokorrektur mit rein, die dich noch mehr verarscht.
Ich hab mal auf YouTube einen Kommentar geschrieben, da dachte ich mir im Nachhinein, scheiße, was hast du gemacht? Das waren 2 Sätze oder so, Alter. Da waren, glaube ich, 6 Fehler drin, weil Autokorrektur ständig irgendeinen neuen Scheiß reinkaut hat. Da dachte ich so, was ist denn das, Alter? Ich weiß schon fast selber nicht mehr, was ich geschrieben habe. Autokorrektur ist teilweise manchmal Audiohölle. Was ich bei Autokorrektur schlimm finde, ist, dass die englische Wörter nicht checken. Ich meine, klar, es ist auf Deutsch eingestellt und so, aber trotzdem. Ich meine, ein paar englische Wörter sollten da schon normal sein. Halt, ich schau immer noch bei Ding. Naja, und die Animagic habe ich mir jetzt dann auch geholt. Da habe ich dann Bock hinzugehen, da fahre ich dann hin. Fotos von mir. Musst du auch das englische Vokabular mit ein... Kann man das mit einschalten? Bin mir gar nicht sicher. Die Autokorrektur hat sowieso ein Eigenleben, will er nur verarschen. Ja, das sowieso. Scheiße, wo kann man den ganzen Mist wieder machen? Warte mal, da sind Einstellungen. Sprachen. Sprachen und Layouts, nee. Wörterbuch. Mein Wörterbuch. Ich habe ein Wörterbuch? Deutschland. Kann ich mehr dazu geben? Ach, da brauche ich jetzt zu lang. Naja, du wirst ja nicht unsere Unterwäsche signieren. Das hatte ich auch nicht vor. Das gibt's erst ab 1 Million Abos. Oder ab 100.000? Schauen wir mal. Werde ich nie erreichen, aber passt schon. Aber wir sind fast bei 13.000, das ist doch schon mal was Geiles. Sehr beruhigend. Ja gut, es ist ja erstmal so, dass ihr euch überhaupt mal dazu herablassen müsstet, das zu machen. Ist doch nicht so, als ob ich das einfach sagen könnte, also her damit. Die können ja dann in den Fanshop Sachen kaufen, die sind dann signiert. Ja, den habe ich schon seit, ich glaube, ich habe ein Jahr nicht mehr da reingeschaut in meinem Fanshop. Swanny war, glaube ich, der Einzige, der jemals da drin gekauft hat. Ich habe ja auch nicht viel drin gemacht. Ich habe schon lange überlegt gehabt, irgendwelche Sachen machen zu lassen, wo ich dann auf so T-Shirts machen könnte, aber da dachte ich mir dann auch so, Ich habe auch was Echt? Ich habe schon länger nicht mehr nachgeschaut, muss ich zugeben. Na, kennt ihr das nicht nur noch aus den 90ern? Da lief so das BHs auf der Bühne. Ja gut, das waren die 90er und das dann auch bei den Rockkonzerten bloß. Oder ja doch eher Rock. Aber es wird dann einen neuen Shop geben. Ich werde dann 3D-gedruckte Figuren verkaufen. Nicht bemalt. Weil ich in letzter Zeit so viel Bock auf das Drucken und so alles habe und keine Ahnung was. Jetzt habe ich mich dazu herablassen, auf Etsy einen Shop zu gründen. Der ist momentan aber ein Feriending, ich könnte noch nicht draufschauen. Sin Spaceman Workshop. Fand ich einen coolen Namen. Auf Discord gibt es dann auch die Möglichkeit, da werde ich dann ein extra Ding machen. Miniaturen und so. Ich muss zugeben, ich habe das schon mal überlegt, Alter, weil da gibt's auf Fiverr gibt's welche, die wo dir nach Bildern solche 3D-Figuren machen. Das wäre auf jeden Fall ein lustiges Gimmick. Ne, auf Discord wird es dann einen extra Reiter geben, da könnte man dann Figuren sagen, die ihr drucken haben wollt, weil ich werde hier erstmal nur mit kleineren Figuren anfangen, wie jetzt zum Beispiel das war ein Test, das Ding. Inaktiv. Wie Nilo zum Beispiel. Da ist Chibi Nilo. Besteht aus 14 Teilen, die man bemalen muss. Figurenwünsche. Naja, du musst halt schon eine Figur raussuchen, ne? Zum Beispiel CG Trader. Außer ich hab's hier sowieso schon.
Dann sagen, ey, Genshin Impact. Oh. Total verdrückt, ne? Sehr gut. Und dann müsst ihr euch halt eine raussuchen. Kostet natürlich dann auch Geld, ne? Also, wenn ihr die kaufen wollt. Zum Beispiel ja Shenhe. Ich habe aber zum Beispiel, ja, dann habe ich es ja vorhin schon gezeigt, ich habe ja schon einiges an Figuren. My Sales. Geht auch Cloud Strife. Cloud Strife habe ich auch, ja. Cloud Strife habe ich sogar mehrere. Wo habe ich denn das hin? Jetzt habe ich auf irgendeinen Teil, Alter. Ich habe schon so viele fucking Figuren mittlerweile. 3D-Druckdateien. Nom-Nom-Figures, waren das die? Ja. Ja. Sephiroth zweimal? Zack. Cloud. Nee, das ist Cthulhu. Die gibt's zum Beispiel. Wo war denn der andere? Ich hatte doch noch einen anderen. Da, das ist der andere. Gibt's überhaupt ein Bild dazu? Ja. Das ist mit dem Auto, mit dem Motorrad. Aber wie gesagt, die großen, die sind halt nicht so billig, ne? Also. Wobei, wenn er über Discord bestellt, mache ich einen besseren Preis wie über Etsy. Weil über Etsy, Alter, was die in Gebühren verlangen, halt die Fresse, ey. Du zahlst bei Etsy 20 Cent, um was reinzustellen. Dann zahlst du 6,5% auf Preis und Versand. Und dann zahlst du dann nochmal, glaube ich, 4% Transaktionsgebühren. Geldregie für die Welt. Ja, aber Etsy hast du dafür halt eine riesen Reichweite, ne? Aber ich sag mal so, ich habe halt den großen Vorteil, YouTube-Kanal, Discord, etc. Da kann ich sowas halt viel besser bewerben und so. Aber wie gesagt, ich bin noch am Einrichten, der wird aber dessen Monat wird er online gehen und wie gesagt über Discord, falls ihr da muss ich dann auch noch machen. Ich hab vorhin schon gezeigt, ich habe zum Beispiel, die habe ich schon gekauft. Da müsst ihr nicht extra die Datei kaufen, die habe ich schon. Der drucke ich gerade, Bocce the Rock, Justine und Da, Bailu habe ich eine Mini-Klee. Nahida, Anja. Die ist auch cool, die habe ich auch schon gedruckt. Weil andere einen Haufen Gebühren verlangen. Ja, Gebühren ist teilweise echt schlimm. Ich finde definitiv Cloud Strife aus seinem Motorrad. Wie gesagt, die sind dann halt schon, also solche großen Figuren sind dann halt schon teuer, ne? Also ich meine, so eine kleine geht so mit 30 rum. Sowas wie die da wird wahrscheinlich dann eher so 50 sein, weil da halt echt viel dabei ist. Also die sind dann halt auch so, ne? Wo sehe ich das? Und die sind dann schon relativ groß. Das ist halt auch relativ viel, ne? Also Nahida ist halt schon, da ist schon ein Haufen Zeug dabei. Und sowas wie DH ist dann halt gleich nochmal ein Stück teurer, ne? Weil großes Zeug, die ist halt, das ist eine normal große Figur, also die ist dann halt schon ein bisschen kleiner wie die da, weil die ist jetzt 1:7. Wo willst du die Figuren dann alle hinstellen? Das ist ein Problem, das kümmert mich drum, wenn man fertig ist. Momentan habe ich die unten alle in lauter Boxen gelagert. Weil ich die ja noch nicht fertig gemalt habe und sowas. Aber ich werde eine kurze Pause machen, holen wir noch einen Kaffee und dann spielen wir gleich mal weiter, weil wir sind eigentlich für Genshin ja hier, ne? Bis gleich.
So. Hä? Ah, ja. Sim vergrößert einfach das Gebäude. Ey, ich habe noch Platz. Normal kostet Cloud auf Motorrad zwischen 3 und 5. Ja, das ist aber auch die fertige Originalfigur. Ich habe ihn ja auch hier. Da drüben habe ich. Weil das war damals eine meiner teuersten Figuren da, die da. Wobei die, glaube ich, damals bloß 3,20 gekostet hat. Dann schön, dass du da warst, Mel, übrigens. Falls ich es vergesse. Wie viel wird es bei dir kosten? Ich denke mal, was sind... Warte mal, Also die normalen Preise für so Figuren. Nehmen wir mal Yoimiya jetzt als Beispiel. Ja, 133 wären es nicht. Vielleicht 80 oder 100 oder irgendwas in der Richtung. Figuren wie jetzt die Navia oder sonst irgendwas, die wo ich dir gezeigt habe, die werden wahrscheinlich auch so Richtung 60 oder 80 gehen. Weil da schon einiges an Material reingeht. Vom Vergleich her im Prinzip kostet so eine Flasche Harz kostet so 20 bis 30 Euro. Plus dann die Zeit, was du halt dafür aufwendest, dann ein bisschen nachbearbeiten und so. Aber unbemalt, ja genau, ist unbemalt. Bemalt wäre ja da, also da müsste ich da dann schauen, wie viel Zeit ich dafür brauche. Das sind die unbemalten. Leicht nachbearbeitet und sonst irgendwas. Damit es halt, Ding ist. Weil wenn ich die bemalen würde oder so, ich würde nicht hinterherkommen. Also falls überhaupt Bestellungen reingehen. Gut, dann weißt du Bescheid. So. Dann machen wir weiter zum neuen Forschungsinstitut in Fontaine. Wenn man mehr gelabert, als dass wir gezockt haben. Ich bin ja auch am Überlegen, ob ich nochmal Elden Ring anfange. Wo wir ja die Streams gemacht haben. Weil ja jetzt dann im Juli dann das DLC kommt. Oh. Lynette, Auf frischer you're Taterfahrt. not at rehearsal? You can drop the act, brother. In fact, I don't think either of us will have a need for acting anytime soon. You should know better than to try and keep something from me. You've never been able to do that, even... And that's why I tried to distract you with the masked mime show. But I guess you're just too good. Care to introduce us to your new assistant? This is Officer Shavras, captain of the Special Security and Surveillance Patrol. You may have met her already. So treffen wir uns wieder. Nice to see you. I should clarify something. Mr. Linney's here at my invitation, not the other way around. To borrow your expression, Miss Lynette, I suppose that would make him my assistant more than anything. We've brought on Mr. Linney as a consultant in the past. He was instrumental in helping us crack a case involving a perpetrator who used magic tricks to commit crimes. I was hoping he'd be able to provide some valuable insight this time around as well. Bist du wegen der Sache mit Le Ferrier hier? So you've heard everything then? That's exactly why we're here. There's always been questions surrounding the fall of the Lefebvre family. Some people even believe the House of the Hearth was involved.
Whoever was behind it all was extremely cautious. They didn't leave a shred of evidence. This very fact, however, leads me to believe it was indeed the work of that harbinger. I took a look at the entrance and exit records of all the carriages that night. Let's just say it wasn't hard to deduce that there's ill will between you two. Don't worry, I don't have any evidence to that effect, and I certainly don't plan on going to bat for such a despicable family. Plus, you were victims back then more than anything. I sought Mr. Linney's help with the smuggling case. Nothing more. Du bist dich wirklich auf die Seite des Hauses Kaminschlag? The way I look at it, it's a collaboration between us as people, not the organizations we represent. Besides, by working together, we can expose the truth as quickly as possible. You can hardly say that's at odds with the justice my organization strives for. Ich nehme an, du hast nichts gegen ein wenig zusätzliche Unterstützung? Not at all. I was planning to invite you from the very beginning, Miss Lynette. It's just that my assistant here raised some objections. Linny, I'm not the same person I was back then. That little girl who did nothing but cower in the corner in fear, she doesn't need saving anymore. Aber kleine Schwestern bleiben nicht für ewig klein. I'm sorry, Lynette. You're right. I let my concerns get the better of me. Oh, and the next time you want to distract me, you should try a different approach. Who's this? You pick up a stray while I was gone? It's a bit complicated. I'll explain later. Anyway, her name's Bonnie. Well, if there are no objections, then I suppose the only thing left to say is... Lynette, Traveler, welcome to the team. Da in den Sequenzen grundsätzlich irgendein Viech im Hintergrund oder so immer rumläuft. Geister bis heute war immer noch die Krabbe. Gib mir einen Wolken oder It denk das appears genug. the Lefebvre family was very particular in their use of insignias and emblems. The family would use different emblems to mark differences in status, blood relation, and the like. In fact, the insignia that was discovered on the pendant was used to represent an illegitimate child. Das würde also bedeuten, dass Pierre ein Bastard ist? Ich weiß, wie das gemeint ist, wenn du ein nicht eheliches Kind, aber es hört sich halt in dem Zusammenhang schon geil an. It's highly likely. That very status might have been what allowed him to emerge from the fall of his family relatively unscathed. It would also explain why he was able to assume a new identity as a researcher with relative ease. We discovered something interesting, though. After talking to some of his co-workers, it appears he pretty much works at the Institute in name only. He's practically been cast out. Warte, was ist passiert? Apparently, Pierre was once addicted to synth. He tried to use the resources at the Institute to create a substance with a similar effect. He claimed it was just for research purposes, but the Institute revoked his access to the relevant materials regardless. He was placed on disciplinary leave, pending a thorough investigation of his actions. Wo haben die Bezeichnung ausgegraben? Ich glaube, das letzte Jahrhundert wird seine Bezeichnung zurück. Leia Bastard benutzen wir heute eher in anderen Richtungen. But it seems the Institute ran into some trouble along the way. Could have been a lack of personnel or a timing issue. In any case, they had to table their formal investigation into Pierre. Unfortunately, that also included reporting any relevant information to the higher authorities. Stellt euch mal vor, man würde das Wort heute noch so normal benutzen wie damals. Oh hey, euer uneheliches Kind. Hey, da ist euer Bastard, hä? Alter, wie hört sich das an? Oh, das ist euer Bastardkind, hä? Was ist denn mit dem los? Oh, der kleine Bastard. In der heutigen Zeit, Alter, haut dir halt jeder aufs Maul, wenn du das sagst. As for his family background, it appears none of his co-workers at the Institute were aware of that information. All they could tell us was that he was quite the recluse. Was stellt er hin? Du gehst zu dem kleinen Kind hin. Na, wie geht's dem den kleinen Bastard? Gucci, Gucci, Gucci. So kann sich die Wortbedeutung in wenigen Jahrzehnten ändern, ja. Sollen wir die Spurensuche... Ich meine, das war ja damals schon meistens abwertend gemeint, ne? Aber wenn du manchmal so historische Filme hast oder sowas, ey, da hört sich das halt so normal an bei denen.
Während du sie denkst so, oi, 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 oi. Vielleicht sollten wir die Spurensuche an anderer Stelle fortsetzen. Other than the pendant, we didn't find anything else of note at his residence in Poisson. Based on the samples of imitation synth we've been able to analyze, it appears the substance leaves behind strong traces wherever it's produced or stored. Those traces might not be obvious to the casual observer, but they're not something our guard poodles would miss. Pierre's home, though, came up completely clean. We didn't find any records indicating possible involvement in overseas transactions either. So, the Marechaussee Phantom didn't view him as a major suspect at first. Maybe he had a separate, dedicated area where he made the imitation synth. Well, his neighbors did say he was often gone for long stretches of time. You would think with him out and about so much, people would have spotted him around Poisson, but residents said they barely ever saw him in town. If his reclusive nature was just a matter of keeping a low profile, I guess it would make sense for him to have a secret base to carry out his business. After he disappeared, the guards conducted a thorough search of Poisson, but they didn't come across any suspicious locations. Poisson. Ich höre immer nur Croissant, Alter, echt, ey. Was ist denn, Lynette? You know Hotel de Boer, where I first found Bonnie? To get there from Poisson, you have to cross a stretch of ocean. It's not somewhere a cat could just wander off on its own. A cat? You mean... Bonnie is Pierre's cat. Oh, that's right! When the Marechaussee Phantom first tracked him down, I remember there being something about a cat in their report. So this is her? From what we've learned about Pierre's habits, he doesn't seem like the type to venture out without a purpose. So what you're saying, Lynette, is that Bonnie couldn't have gone missing in Poisson. If that's true, then... Sie muss sich erst davon gemacht haben, nachdem Pierre sie zu einem geheimen Unterschlupf gebracht hatte. Exactly. Bonnie might even know where it is. Wait, you think the cat can lead us there? But she's not trained like one of our guard poodles. How is she supposed to understand what we want her to do? Naja, Lynette kann so mit ihr reden. Zähmen, lass es uns versuchen. Miau, miau, miau. Lynette kann das versuchen. Meow. Meow, meow. Meow. Bonnie scheint zu verstehen, was ihr von ihr wollt. Sie zuckt mit dem Schwanz und... Near the coast, the beach, and beneath the cliffs. The place we're looking for is most likely north of the court of Fontaine. Well, I've certainly never taken a witness statement like this before. Okay, ich nehme es zurück. Von Deutsch in Englisch, uneheliches Kind heißt im Englischen Bastard laut Google. Was? Heute noch? Zur Zeugenaussage habe ich in meinem Leben noch nicht aufgenommen. Well, if it works out, maybe it's something worth getting used to. Cats and humans are actually pretty alike. When it comes to communication, most of what we want to convey can be accomplished through body language alone. But humans tend to rely too much on speech to ever take advantage of that fact. Of course, body language has its limitations. You're not going to be able to get across anything too complicated. The important thing is that we now have a lead. Let's try and find a place that matches the clues Bonnie gave us. Was für Clues? Ich dachte, sie zeigt uns jetzt irgendwie den Weg. Oder es sind zwei Dinge. Hä? Vorhin wurde Harbinger auch mit 11 übersetzt. Das ist immer noch geil, Alter. Oh, du kleiner Bastard. Ja, was ich denn, du kleiner Bastard. Und wenn ich dann einer anschaut, hey, ich benutze nur Englisch. Seems like Bonnie is trying to take us somewhere. Los, Bonnie, let's go. Zeig uns, was abgeht. Gardamex ahead. Look out! I see everything. Alter, was ist hier los? Hey, da sind ja noch mehr. Everyone hold hands. Rustin, leave it. Oh, wow, echt, Alter. Wo ist die Katze?
Katze? Hör da oben. Wow, Lynette, you found this place so easily. If I thought there was any chance you'd say yes, I'd recruit you into the Special Patrol here and now. No questions asked. Sounds familiar. I pretty much receive letters daily from people trying to poach her from me. Let's just focus on our search. There's a lot to investigate. Ich glaube, ich muss die Kids im Training mal mit Bastard rufen, wenn sie so richtig nerven und dann nur eine Zweisprache vorschieben. Nee, ist nur Englisch. Ich bin nur heute intellektuell drauf. Aha! Just as we thought. This is where the imitation synth was being made. Einfach mitten im Nirgendwo in einem Grasgebiet, echt? Das ist jetzt ein bisschen enttäuschend. Ich dachte, wir versuchen nach so einem fetten Geheimversteck oder so, statt so, oh, da steht ein Zelt mit Kisten. Die Flaschen und Krüge ist das Eisgefälschte. Looks like he's got more than just imitation synths stashed around here. In addition to the raw materials needed to synthesize the substance itself, there's a large quantity of cleaning agents and a few drugs I haven't been able to identify. Wie langsam Zelda, wie oft das Wort Bastard verwendet wurde. These Das ist nur cleaning heute, agents are likely inklusive. used to dispel traces of the substance, like its smell. The Special Patrol did some digging into imitation synth. Our records indicate that it's very difficult for ordinary people to detect traces left behind by the stuff. I'm sure that was the case for Pierre as well. It must have taken a considerable amount of time and skill to ensure all those traces get washed away. But what are these other drugs for? Ich muss ehrlich sagen, ich kann den Bösewicht mit dem Namen Pierre nicht ernst nehmen. Der Name Pierre an sich ist in Ordnung, aber als Bösewicht? Vor allem, was ich halt immer nicht verstehe, ich weiß, es ist ein Spiel, aber ich mache jetzt da trotzdem weiter. Die lassen halt auch ihre scheiß Zettel und so außen liegen, man. Hier regnet es doch auch immer wieder und keine Ahnung was. Wieso? Der Pierre hört sich halt irgendwie nicht böse an. Bewerte einen Bösewicht nie nach ihren Namen. Ja, ich meine, oh mein Gott, da kommt Pierre. Oder Mann, Pierre hackt schon wieder was echt Böses aus. Das hört sich irgendwie nicht geil an. Das wäre, keine Ahnung. Wobei ich jetzt auch gar nicht sagen könnte, wie man am besten einen Bösewicht anspricht. The material these bags are made of, it's quite rare. Der steht gern auf bunte Säcke. Sieht das nicht aus wie das Material, aus dem deine Zaubertaschen It's sind? the very same, actually. Romaritime flower fiber. But there's something special about the composition of these bags. I took a closer look, and it appears they're not only waterproof, but also corrosion and leak resistant. Even the strings look specially designed to keep the bags closed nice and tight. I came across some bags made of the same material just now, but they were much smaller and thinner. From the look of them, they seemed far less durable as well. Der böse Hugo. Also ein bisschen wie die kleinen Versiegeln. Very similar, actually. Normally, it would be easy for a guard poodle to sniff out the imitation synth, but if it was sealed away in a bag like that, it might be possible to elude detection for some time. But what could these big bags be for then? If the goal is to keep the imitation synth hidden and sealed away, these bags seem a bit too conspicuous. Ja, was weiß ich, Alter. Ich höre hier nur zu. Wo ist die Ding eigentlich? Hä? Oh, die ist da. Die unterhält sich mit der Katze? Der böse Hugo. Oder der monströse Manfred. When the Marechaussee Phantom searched Pierre's house, there was no sign of these barrels, right? Muss sie transportiert haben, aber sie den ganzen Weg hierher rauszutragen, hätte zu viel Aufmerksamkeit erregt. You're right. That doesn't seem like his way of doing things. How did he get them here then? Die Fässer genau untersuchen. Die Fässer zeigen Spuren von Wasserschäden. Rings um die Fässer kann man getrocknete Wasserflecken erkennen. Scheint ein Muster bei der Anordnung der Wasserflecken zu geben. Aus irgendeinem Grund beschränken sie sich auf die untere Hälfte der Fässer. Also mit einem Boot? Deckel sitzen anscheinend nicht sehr fest, wodurch sich beträchtliche Lücken am Rand bilden. Allerdings gibt es offenbar keine Wasserspuren im Inneren der Fässer. Only the lower halves of the barrels appear to have been submerged in water.
Based on the various ingredients we've found, this appears to be where Pierre was cooking up his imitation synth. It looks like he used a special cleaning agent to get rid of any residual traces of the substance on his person before he left. That's how he was able to get past the guard poodles. Ich muss zugeben, Alter, ich kann auch diese Wachpudel nicht ernst nehmen. Ich meine, kann man nicht einfach auch Wachhund dazu sagen? Warum Wachpudel? Ich meine, wenn du jemanden hörst, oh mein Gott, pass auf, da kommt der Wachhund. Hört sich doch viel gefährlicher an, als du sagst, oh, pass auf, ich hetze meinen Wachpudel auf dich. Weil Pudel sind ja schon, aber trotzdem. Pudel sind keine Hunde? Hä? Was ist ein Pudel dann? Ist das nicht die Hunderasse? Das ist mal so Phantom, dann vielleicht ist er So then he gefunden. transferred the imitation synth into small sealed bags and took it somewhere else for the drop-off. No. I don't believe our suspect is the kind of person who'd go around carrying incriminating evidence with him. That would potentially create too many eyewitnesses. The cleaning agent and the sealed bags might get past the guard poodles. But if a member of the public or even a guard on patrol happened to see him during the drop-off, a quick search would reveal everything. That's still a very risky operation. Was, wenn die Übergabe auf der See stattgefunden hat? Da wäre ja niemand in der Nähe, der ihn hätte sehen können. Per se sind sich Hunde, aber unter Hunden zählen auch keine Chihuahua. Chihuahua zählen auch nicht zu Hunden. Das sind für mich alles irgendwelche Hunderassen. The barrels we found were wet around the base, but the top half was dry. As if they'd been standing upright in the water. If you put a barrel in the water, it will normally float on its side. Unless it's heavily loaded, in which case it'll sink. Muss also benutzt haben, einen großen Beutel voll Luft hermetisch zu verschließen. Damit sie zu luftdichten Schwimmkörpern werden. Yes. With flotation rings around the body of the barrels, they'd stay upright in the water. And then he could afford to load them more fully. Ah. You think he used floating barrels? I suppose if he acted at night, when there are very few other boats around and visibility is low, it's a valid theory. We can't rule it out. But then, wouldn't the barrels be carried off by the waves or the currents? How would the person doing the pickup know where to look? Feste sind einfach davontreiben und deren Spuren sich auf dem Meer verlieren können. Es dürfte schwierig sein, sie an einem bestimmten Ort zu halten, so ähnlich wie bei bestimmten Haustieren. Traveler, can you come take a dip in the sea with me? I have a feeling that somewhere down there, we might find some rope. If a rope can be used to keep a pet from running away, then why not a barrel? Okay, ich soll jetzt mit ihr tauchen, oder was? Ich habe mal eine Frage. Sprich. Und nein, Mayonnaise ist kein Instrument. Ich dann glaube, das Einrichten der PS5. Nicht lange, starten, updaten, deinen Account angeben. Let's go. The wreckage of a small boat? This isn't the place. This isn't the place. Und wenn du nicht mit deinem Account ins Internet gehen willst, kannst du sowieso bloß deinen Namen eingeben für deinen Account, fertig. Hä? Jetzt soll der Grafik an! Alter, wo kommt denn ihr Pisser jetzt her? Ah, scheiße.
Also ich muss zugeben, ich finde an sich, was wir hier gerade machen mit der Linie und Ding schon cool. Lynette. Aber irgendwie fühlt sich das nicht nach einem Einladungsereignis an, sondern nach irgendeiner 0815 Mission, die wir sonst auch mehr haben. So habe ich keinen eigenen Account. Wie gesagt, den Account kannst du kurz erstellen auf der PlayStation 5. Wählst einen Namen und ein Bildchen aus. Ah, da ist es. Also es geht schnell, brauchst nicht lange. Du suchst dir bei der PlayStation 5 beim Account halt einen Namen aus. Und dann installierst das Spiel und fertig. Das Installieren dauert halt ein bisschen. Vom Spiel selber. Internet halt einrichten dauert vielleicht mal kurz ein bisschen, damit er As dann... expected, we found a few pieces of rope and some anchoring stones underwater. If you attach them to a floating barrel, it would look like this. Ach so, damit er dann... With this anchoring system, it would be possible to use floating barrels for the drop-off. You would just need to drop them in the water at the agreed-upon location. We also came across the wreckage of a small boat. It must have been left out on the water and capsized due to the force of the wind and waves. Its small size, however, would have made it perfect for staying undetected. Let's talk this through. Based on the evidence we've collected, it seems like Pierre would row a small boat out to the agreed-upon transfer point, drop off the barrels, leave, and then row back and retrieve them after the transfer was complete. Aber warum so eine komplizierte Übergabemethode? It could be that he was trying to avoid meeting up with his associate face-to-face. As one of the sole survivors of the Lefebvre family, maybe he was just used to that sort of elusive lifestyle. It seems like Pierre deliberately chose the floating barrel method so that the goods could be dropped off and picked up at separate times. That way, the two parties wouldn't have to meet each other. Well, if that's the case, they must not have a very close working relationship. Let's not jump to any conclusions just yet. Assumptions can be detrimental to solving a case. It's possible they were just trying to keep a low profile. Two boats sailing to the same location at once could be too conspicuous. The most important thing is that we can now confirm Pierre wasn't acting alone. The floating barrel drop-off system is proof enough of that. Let's say for now that he was only in charge of producing the imitation synth. That would mean there has to be at least one other person involved in the operation, likely in charge of transporting the goods across the border. Das würde erklären, weshalb wir keine Beweise finden konnten, die ihn in Verbindung mit auswärtigen Operationen bringen. Since we've determined that the goods were transported by boat, maybe we can track down some travel logs or something. We can certainly check the various ports for that information. It's possible, however, that Pierre's associate also used a small boat for the transport, and docked along the shore rather than at a large port. Hast du schon bei den Häfen If that's the case, it's unlikely there would be any record left behind. Hast du schon bei den Häfen nachgesehen? Ich unterschätze mal, wie viel die labern. Absolutely. Before Pierre disappeared, we made sure to investigate all sorts of outward-bound vessels. We also had port authorities keep a lookout for anything suspicious. Unfortunately, we were never able to find out how they managed to get the imitation synth across the border. Mit einem kleinen Boot und ein paar Fässern sollte man nicht weit kommen. You're right. Whatever vessel was used for the pickup, the person responsible for smuggling the substance out of Fontaine would have had to use a larger vessel for the actual transport. That's the only way they would be able to smuggle on a large enough scale to make a profit. They must have found a way to disguise the imitation synth to clear port inspections. Selbst wenn wir keine Logbücher finden, könnten wir doch nach den anderen Hinweisen suchen. Exactly. We can't let any opportunities slip through the cracks. Although, given the amount of ports that could be involved, we should probably split up. I'll run home and ask some of my brothers and sisters to try and dig up some information.
Ich würde immer noch gern seine ganzen anderen Geschwister kennenlernen, Alter. Ich meine, wir kennen 2 jetzt von denen. Plus ihre Anführerin. Ich meine, ja, nee, warte, 3 kennen wir, sorry. Ich meine, es hört sich an, wie wenn da, keine Ahnung, 10 wären oder so. I should also head back and update my platoon on our progress. I'll grab some reinforcements while I'm at it. Lynette, Traveler, why don't you head to Lumiduce Harbor and see what you can find out? All right. Come on, Bonnie. You too. Es fühlt sich immer noch nie wie ein Einladungsereignis an, sondern wie irgendeine Mission, die wir erfüllen müssen. Warte mal, da fällt mir ein. Schauen wir mal kurz. Aufträge. Legende. Im Gange. Echt, wir haben so viel gemacht und bis... Da gibt es bisher auch keine Abzweigung, ne? Das ist dann vergessen. Dann so, die vergessene Katze. Hinweise zum Handlungsstrang. Da ist die Entscheidung. Dass die Das Einladungsereignis halt nur die Besondere, dass die ziehbaren Charaktere mehr drin sind. Ja, aber es fühlt sich für mich ein bisschen zu viel an, wie wenn du im Film ja mit anderen Charakteren rumhängst. Ich fand aber gerade bei den Einladungsereignissen immer cool, dass du da halt mit den einzelnen Charakteren drum hast. Also wirklich nur, fast nur. Also, bisher, ich habe ja schon länger keins mehr gespielt, ne? Weil die meisten mich nicht mehr interessiert haben. Nee, warte mal. Das letzte, was ich gespielt habe, war doch die Ding, oder? Ja, die Layla. Ja doch, da haben wir auch zum Großteil eigentlich nur mit der Layla gespielt. Egal. An sich ist er trotzdem ganz cool. Oh, Lynette, Traveler. And Bonnie, too. What brings you all here? Did something happen? Wir sind hier, um einen Blick auf die Logbücher zu werfen. Ja, erklär dir die Situation. Oh. I see. Thank you for everything you're doing for the people of Fontaine. Alles für die Primos, Mann. Was magst du I'm in hier? charge of guarding the port. You mentioned you were after some travelogues, right? I can go fetch those for you. Looks like I've got another hard day of work ahead of me. Geht es heute noch, nicht hier normalerweise der hektisch zu? No, not usually. It's this incident that happened recently. Before that, everything was normal. All we had to do was confiscate anything suspicious and we could call it a day. Pretty simple stuff. But things are much more complicated now. We somehow let suspicious cargo pass through the port undetected. Not even our guard poodles were able to sniff it out. Even worse, we still don't know how the perpetrator was able to conceal the goods so well. By suspicious cargo, do you mean imitation synth? Yep. However, prohibited substances are just one example. We confiscate all sorts of contraband during the course of our inspections. Or at least, we're supposed to. So what happens to the goods you confiscate? Die werden selber geraucht. Oh, we keep them in a storage locker. If they turn out to be something particularly dubious, we'll turn them over to the Maison Orderly. If the goods are only slightly suspicious but could otherwise be harmless, like raw materials that could potentially be used to create contraband, we return them to the ship they were confiscated from, instead of letting them pass through the port. Sorry for the wait. These are the travelogues for all the recent activity at the port. Oh, you brought Gerard with you. Gerard? Was für ein Name? Actually, he followed me here himself. It's like he smells something on me. Huh. I wonder why Gerard is reacting to you two so strongly. Vielleicht, weil wir gerade an dem Ort kamen, dem das gefälschte Synth hergestellt wurde. Huh? We were so careful not to touch it, but we still ended up with traces on us. If it leaves a residue so easily,
I just don't understand how the culprit was able to disguise the goods at all. Why don't you have a look at the travel logs first? All ships coming in and out of the port are recorded here, except for the ones the port authorities ride to and from work. Ihr blättert durch die zahlreichen Logbücher, ihr seht mehrere Einträge, in denen die humane Vereinigung erwähnt wird. Der Name sticht wirklich heraus. War deswegen so? Schmuggeln sie mit Tieren durch? The Humane Society. Ah, überdeckender Tiergeruch, vielleicht ist das Sid? Mit dieser Organisation zu tun, Their oder? name is all over the exit logs. The purpose for leaving is always listed as overseas adoption. Ah, the director of the organization explained that, actually. He said a lot of the cat and dog breeds unique to Fontaine are also very popular overseas. So, his organization offers an overseas adoption program. Bernard, the director of the Humane Society, was the man who came looking for Bonnie earlier. Die Katze, die vom PR weggelaufen ist, sieht genauso aus wie die, nach der die humane Vereinigung sucht. Kann das wirklich Zufall sein? Es ist schön, dass wir der Bernard auch etwas verheimlichen. Er wirkte zuerst so hartnäckig, aber nachdem er nun flüchtig nachgesehen hatte, ging er einfach so. Als er vorhin kam, um Bonnie zu suchen, was wenn er wirklich nicht wollte, dass verdammt, man sollte nichts essen, Alter. Zu überprüfen, ob Bonnie seine vermisste Katze war. Vielleicht war er aus einem anderen Grund dort. Weil die Katze eigentlich was dabei haben sollte, aber die hatte es nicht, also war es Have ihm you egal. figured it out too, Traveler? The way the criminal disguised the goods? When Bernard asked to take a closer look at Bonnie, he was actually checking whether there was any imitation synth in her stomach. Oh, das ist ja schlimm. Das wollte ich eigentlich gar nicht machen, sagen. Ich werde die Tiere als Versteck und um gefälschtes Sinn zu schmuggeln. Wait, what? The sealed bags we found at the secret base. They were specially made to be corrosion resistant. Damit sie nicht verdaut And there were werden. gaps around the lids of the barrels, and airbags were used to keep them upright in the water. Diese elenden Bastarde. Sodass die Tiere atmen konnten. Those drug shovers found at the secret base. She most likely didn't recognize them because they're not used on human beings. It's an anesthetic used on pets. The perpetrator must have given it to the animals. Damit sie in den schwimmenden Fässern stillhalten würden. Pierre must have made the animals swallow the sealed bags full of imitation synth at his secret base. Then he stuffed them into floating barrels and left the rest to Bernard. The sealed bags combined with an animal's body odor would certainly be enough to mask the scent of imitation synth. During our inspections, we would have never thought to inspect the bellies of those animals for anything suspicious. Even if we tried to feel around for something, I'm sure it would be difficult to detect. Exactly. I bet Bernard even transported animals with synth in their stomach alongside ones without. That way, it would be even harder to say with certainty that something was amiss. Glaubst du, Bonnie hat auch gefälschtes Sinn in ihrem Magen? She's probably in the clear. Otherwise, Bernard would have never left without her. I'm guessing he didn't know whether Pierre had already hidden the next batch of imitation synth before he fled. Just imagine. He sees the notice we put in the Steambird, and it turns out that one of the very cats he gave to Pierre for the smuggling operation is out in the open, roaming the streets of Fontaine. If Pierre had already hidden the next batch of imitation synth, then Bonnie would practically be living proof of their crimes. He would have had no choice but to go after her. So, that's why he came to find you and insisted on taking a closer look at the cat. Pierre muss in alle aufgebrochen sein. Das war wahrscheinlich, was Bonnie gerettet hat. Wait a second, I'm a little lost here. I get the part about hiding the substance in the pets, but those... what did you call them again? Floating barrels? Why even put the animals in there in the first place? If you've got something as convenient as a floating barrel, why not just stuff it with the imitation synth directly? Why not wait to hide the stuff until after the exchange has been made? In order to make sure the animals could swallow the sealed bags, they made them extremely thin. Had they not done that, the animals would have likely bitten or chewed through them.
Wenn nur eine Spur von gefälschten Sünd durchgesickert wäre, hätten sie eine Menge an Reinigungsmittel gebraucht, um den Geruch zu beseitigen. That step would have required a lot of energy, as well as a certain amount of technical expertise. So, it was better left to the more experienced Pierre. Das Schlimmste ist eigentlich, dass die Fiktion hier durch die Realität inspiriert wurde. Ja, das ist halt das. Menschen machen halt sowieso so viel Scheißdreck und das ist halt, ja, wer weiß, wie oft sowas wirklich gemacht wird. Ich meine, wie schon erwähnt, Leute, die wo sich fürs Schmuggeln entscheiden, wobei halt Menschen entscheiden sich ja oft auch nicht fürs Schmuggeln, ne? Also die werden aber oft auch dazu gezwungen, das zu machen. Gab's schon mal eine Realität, also offiziell nicht? Gab's bestimmt schon. We've already proven how easy it is to pick up trace amounts of imitation synth, so I'm sure Bernard was taking all the precautions he could to avoid the same fate. Okay. Then, let's head to the Humane Society right away and bring that guy to justice. I'll bring a Gardamek to speed up the process. Gleich das erste gefunden. Wobei das die Bildzeitung ist. Sie schmuggelten Drogen in Hunden und schlitzten die Tiere später auf. Mehr werde ich jetzt schon mal nicht vorlesen. Weil das reicht jetzt schon. Die leichtvergehenden Stealth drin sind. Ja, freilich, die gibt es natürlich auch, die wo das Drogenschmuggeln in ihrem Magen oder sonst irgendwas gern, was heißt gern machen, Alter, weil es halt leicht verdiente Kohle ist machen. Das Schlimme ist, es gab halt einfach alles schon mal. The headquarters of the Humane Society should be somewhere around here. Bernard could show up any moment now. Du kannst dir ein Verbrechen vorstellen und du weißt eigentlich schon, es ist wie bei den Simpsons, es gab alles schon mal. Ah, you're the people from earlier. Wait, you're from the guards? Verprügelt ihn! After him! We can't let him get away! Fürs Weglaufen ist er nicht gemacht. Und der Wachroboter lässt ihn jetzt einfach stehen, oder? Give it up, Bernard. Oh Mann, was für eine spannende Verfolgungsjagd, Alter. Das Adrenalin schießt hoch. Mercy, have mercy. I'll talk. I'll tell you everything I know. The Humane Society has done so much good over the years, and yet you have committed such an atrocious deed in its name. Look, I didn't have a choice, okay? My father cared about those blasted animals so much, he didn't bother to take care of his human wife and son at all. While those animals were showered with love, I lived worse than a dog. No one asked. Tell me, how did you first get to know Pierre? Well, after I took over the Humane Society, it gradually became harder and harder to maintain its operations. Until one day, someone suddenly passed me a letter. It said that I could stand to get a large sum of money as long as I helped them to transport some animals abroad. It was only after a few such transports that I finally understood what I was really transporting. But then, Pierre wrote to me, saying that we were already partners in crime and that I better keep cooperating with him if I didn't want to be reported to the guards. Bernhards Gesichtsausdruck wirkt unnatürlich. Seiner Stimme, bebende Stimme, lag eine Spur von Arglist. Er You lügt. knew it from the very beginning, didn't you? The reason why you had to go through so many steps just to transport some animals. I'd suggest that you confess everything right now if you don't want to add anything else to your list of crimes. Yes, officer. I would order wooden barrels and flotation devices according to his instructions, and then load the sleeping animals onto a boat. Once I sailed to the location he provided, I would dump everything together into the sea. And a few days after that, I'd come by again in my boat and pick up the animals sleeping in the barrels. Once I had received enough of them, I'd bring them to the harbor to be adopted abroad. That guy, Pierre, he was running the entire show. He set up all the meeting times and found all the foreign adopters. Oh, and he even supplied all of the goods, too. I just did the transport. He was the one who planned out and executed everything else. Und wo ist er jetzt? Look, I don't know, okay?
I've never ever met him in person. We've only ever communicated through letters. And when did he send his final letter to you? Just last night, he said that the Marechaussee Phantom is now after him, so he's planning to go into hiding for some time. He didn't mention where he's thinking about going, though, but he did tell me to look out for the guards. It's been a few days since Pierre's last appearance. I'd wager that he sent that letter after he found his hiding spot. Wo ist denn dieser Brief jetzt? I burned them. It was on his orders. I had to burn every letter after reading them. I wasn't even allowed to share them with the rest of the society employees. Sure sounds like you're trying to use the lack of witnesses or evidence to pin the blame on Pierre. No, I swear, this time I'm only telling you the truth. Well, we can check the truth of your statements at the Opera House. I hope you know what'll be coming for you if I were to find any discrepancy between the evidence and the testimony you just gave. I know. I swear I was just telling the truth. My thanks to you both. Had it not been for you, I really don't know what would have happened to this case. Bonnie helped, too. That's true. It was all thanks to her that Bernard was finally exposed. Bonnie als nächstes im Gebet? Ich weiß nicht, das Thema passt absolut nicht zum Hangout-Event. Ja, das ist doch alles viel zu schlimm. And it looks like she's grown quite fond of you two as well. Then I'll leave you be. Just let me know if you find any other new leads. Ich meine, wenn solche Hangout-Events wie mit der Genshin oder mit der Barbara oder mit der Noelle nehmen, die waren einfach so schön, ein bisschen nett, vielleicht ein bisschen Action mit drin, ein schönes Abschlussbild. Klar, wenn du alle magst, hast du auch mal 1, 2 traurige Bilder dabei, oder Bilder, die wo ein bisschen arschig waren. Aber die waren alle so schön. Und hier hast du so Drogen, Tiere, Schmuggel und... Alter, was stimmt mit euch nicht? Ich will ein schönes Hangout-Event haben, nicht sowas. Nets Gesichtsausdruck wirkt irgendwie unnatürlich. Scheint noch etwas auf dem Herzen zu haben. Unnatürlich, sie ist halt nicht gut drauf oder besorgt oder so. Befrage Bernard. Man erfährt auch nichts über den Char selber. Ja, bis auf das halt, wer es war. Ich meine, so die einzige neue Info zu Lynettes ist halt, dass diese scheiß Adelsfamilie so heißt, die wo sie entführt haben. Nee, ich rede mit ihr, scheiß auf Bernard. Hast du noch was auf dem Herzen? It was that obvious, huh? Well, even though it didn't feel like Bernard was lying, after talking to him, I'm getting an even stronger sense that something's not quite right. We investigated so quickly that perhaps we've missed a thing or two along the way. Let me activate deduction mode and consider things again from the top to see if we can find anything new. Wenn ich jemanden echt so reden hören würde, würde ich es komisch finden oder lustig? Ich meine, stell dir vor, jemand steht bei dir so, oh, ich muss jetzt das machen, ich gehe jetzt mal schnell in den Arbeitsmodus über. Oh, ich hol mir mal einen Kaffee, ich gehe mal in den Pausenmodus. Stehst du da so? Okay, irgendwie hat's was? Is there still anything unresolved or strange that we should try to consider? Dass wir einen Poisson gefunden haben. Wir waren ein Poisson? Was wir bedenken sollten über Bernhards Brief. Es gibt einen ungelösten Part in den Abläufe des Schmuggelrings. Ich habe keine Ahnung. Da? The Marechaussee Phantom found Bonnie and the Lefebvre pendant at Pierre's residence. That was the beginning point of our investigation. Warum wird Pierre verdächtigt? Anhänger? Bonnie. Ist ja klar, Beweis, dass der Eigentümer ein illegitimer Spross der Familie Vier ist. Bastard. Bonnie. Pierre seit erst immer schon so Phantom zum ersten Mal gegen ihn ermittelte. Deshalb war Erlebe auf der Suche nach ihr, aber es kann doch nicht alles sein. Ausseeübergang. Und Filbahn direkt zu Pierres Versteck gebracht, anstatt nach Poisson. Schlüsselwagen einreichen. Zweifel, dass du eine anstehende Frage There's no beantwortet. need to rush.
Let's see if we can find any other suspicious points about this case. Ich finde die Quests sau interessant, weil man miträtseln kann, aber als Hangout... Ja genau, das ist ja das so als so eine Event-Quest, cool. Als ein Hangout-Event eigentlich voll daneben, ey. Vor allem, weil ich mich halt gerade darauf gefreut habe, mit der Lynette ein bisschen irgendwas zu machen. Bernards Brief. Bernard claims to have received a letter last night from Pierre. In the letter, Pierre stated that he had gone into hiding. Is there something wrong with the letter? Verschwundene Briefübergabe. Die verschickt oder heimlich selbst abgeliefert hat, ist keine Frage, die wir noch nachgehen können. Brief stand nichts über Pierres Versteck, aber natürlich will Pierre nicht, dass ihm etwas zustößt. Schlussfolgerungen einreichen. Nein, ich bezweifle, dass die anderen... There's no need to rush. Well, we've discovered that Bernard is responsible for the trafficking, while Pierre deals with supplying the goods. Is there something else in this scheme that we're missing? Kommunikation. Steht's auf dem Papierweg, da alle Briefe im Rauchen aufgegangen sind, können wir nichts mehr nachweisen oder zurückverfolgen. Übergabe. Es ist bewiesen, dass Bernard und Pierre die Übergabe koordinierten, indem sie auf offener See schwimmende Fässer hin und her schoben. Eintrag. Bernard bekommt seine Vergütung, sobald eine Lieferung erledigt ist. Solange er seine Vergütung als Privatperson nicht durch die humane Vereinigung erhält, bleibt keine verdächtige Aufzeichnung zurück. Der Eintrag, oder? Hä, das auch nicht? There's no need to rush. Ja, aber jetzt habe ich nichts rausgefunden. Hä? Achso, war ich erst da? Now behave and follow me to the interrogation room. Ow, that hurt. Ow! Nachdenken. Sie wollen aufbrechen, sollten wir sie wirklich gehen lassen. 20? 18. Kontrolle fehlgeschlagen. Und jetzt? Bernards Verhör der Gendarmerie überlassen, retten wir zuerst die anderen Tiere Is im Anfang. I still feel like the relationship between Pierre and Bernard is not as simple as it appears. Also, I've had this strange sense that something's off the entire time we've been on the case. And it has only gotten worse. Ugh. No good. I've still got nothing, and I'm nearly out of energy. Sei doch nicht so streng zu dir selbst. All right. I'll stop thinking about it, for now. At the very least, we've made it so that no more animals will suffer like those poor animals did. And that's what I hope. Let's go to the Humane Society and see if there are any animals left that might still need our help. Before my energy for today completely runs out. Okay. Retter der Kätzchen. Die Wahrheit liegt noch im Dunkeln verborgen, aber die Hoffnung hat den Käfig schon verlassen. Cool. Rückblick auf das Handlungsereignis. Okay. Im Nebel versinken. Now behave. Ow, that hurt. Ja, fuck you, 19? Is everything I still feel also? Oh, man kann überspringen. Oh, fuck. Nein. Da. Nein, auch nicht da. Da. Now behave and Ow, that hurt. Oh Mann! Ich will es 20 haben, Alter. Muss ich jetzt macht das überhaupt Sinn? now behave. Ow, that hurt. 20! Yes! Nein, wir können sie nicht entkommen lassen. Bleib stehen. Is there something else you need from me, traveler?
Bernard und Pierre, sie handeln es nicht wirklich nur zu zweit, oder? Huh? I see. It all makes sense now. Hey, what are you talking about? Look, even our confessed criminal here has no idea what you're saying. Deswegen ist er auch so erschrocken. Because he has been kept in the dark all along. And I assume it's the same with Pierre. Aber ich dachte, das wäre richtig programmiert gewesen und weniger tatsächliches Glücksspiel. Naja, ich habe jetzt einfach mal ich hatte ja erst so ein mittig, da war es ja dann 19. Dann hatte ich es ja weiter rechts, da war es dann 16 und jetzt ganz rechts war es 20. Also ist die Frage jetzt, wie es genau war. Wenn ich ganz links genommen hätte. Vielleicht haben sie das Glück erhöht, dass du auf jeden Fall höhere Karten kriegst. Glaub mit Pierre zu kommunizieren. Und Pierre glaubt, die Anweisungen von Bernard auszuführen. Während der ganzen Zeit wussten keiner von beiden, dass es dann noch eine dritte Person gab. Was? That never quite added up for me. Why did Pierre feel compelled to return to his home with Bonnie and the pendant and make them so easy to find for the Marechaussee Phantom? Alle Tiere, die Pierre aus den schwimmenden Fässern erhielt, hätten direkt zu seiner Basis gebracht werden sollen. Bei der brenzlichen Situation sollte der Anhänger das letzte gewesen sein, das Pierre herumliegen lässt. Both of these things are in stark contrast to his usual meticulous and vigilant behavior. There's only one reasonable explanation. He was following orders, just like Bernard. He probably received the following instructions right before the Phantom came knocking on his door. Bring the cat and the pendant, and our undercover agent will be sure to help you. Unbeknownst to him, however, the third person who wrote that letter to him had long decided to sacrifice him and Bernard to save themselves. Dass sie die beiden Fässer und Briefe benutzt hat, um persönliche Treffen zu vermeiden, haben sie wahrscheinlich von Anfang an vor, die beiden zu verraten. What? You can't be serious. There was a third person involved? Ist der Arschkarte, hä? If you focus only on Bernard's testimony, it's easy to believe that only Bernard and Pierre were working together. The case appeared extremely simple. Bernard did the trafficking, Pierre the imitation synth production, drugging, and stuffing. Nach allem, was in die Wege geleitet war, schien die dritte Person über jeden Verdacht erhaben zu sein. Wait. But that doesn't make any sense. If that's the actual truth, then as soon as Pierre is caught, he'll explain his side of the story and the third person will... Yep, which is why the third person made sure that Pierre would never be found again. Once they had instructed Pierre to expose himself, the third person wrote to Pierre again, suggesting that everything had been taken care of, and he should take Bonnie and safely return to his base. Die haben Pierre erledigt? Scheiße, armer Pierre. Dann haben sie Pierre aufgeladen und ihn verschwinden lassen. Of course, Pierre's disappearance at such a sensitive time immediately made him a prime suspect. Knowing that Bonnie had last been seen with him, all the third person would have to do from that point on would be to lead the Phantom to investigate the Humane Society and get Bernard to confess the truth. Oh mein Gott, es ist die Katze, der dritte. Nee, Schmarre. Ja, da würde Bernard aussagen, dass Pierre es gewesen sei, der sich den ganzen Plan ausgedacht hat. Und Pierre würde so aussehen, um verhaftet zu werden, untergetaucht. Wait, so you're saying that the letter I received yesterday, the one that made me think Pierre was still alive, it was also sent by the third person? Is that what happened? I'll get back to headquarters right away and reinvestigate this case from the top. Es ist aber nicht sie, die dritte Person, oder? Nicht so Chevrolet voreilig. said that assumptions can be detrimental to solving a case. Someone among us, however, has been feeding us all kinds of preconceived notions ever since our first meeting. They suggested that Pierre's disappearance was an attempt to escape the judgment of the law, and that Pierre was a scion of the Lefebvre family. But if the disappearance is truly just a cover-up for a murder, then couldn't the true scion have been an illegitimate daughter, rather than an illegitimate son? Elodier Lefebvre? Huh? Haven't you taken this joke a bit too far? You're right. I did let a lot of assumptions get to my head when I first started to talk to you about the case. I'll make sure to correct my behavior. You deliberately fed us lies, but even you could not control every last detail of your plan. There was a flaw in your scheme, and something didn't quite go as planned. Ja, dass wir einen blöden Hut mit Karten dabei haben. Getting the Marechaussee Phantom to notice Pierre was only the first part of your plan.
Had they failed to take notice of the Humane Society, they could have cast a wider net. And you couldn't predict what they might possibly find if given enough time. This, of course, was the main weakness of your plan. Und in dem Moment, als Sonderpatrouille und Dinge auf den Plan traten, wurde es noch schwieriger, die Ergebnisse der Ermittlungen zu kontrollieren. As someone accustomed to acting from behind the scenes, you didn't want to take the risk of personally proposing a raid on the Humane Society. So, you thought about pulling a few more strings, so all of the suspicion would point towards Bernard and his society. Eine Möglichkeit wäre natürlich, Bonnie auszuschalten und den Leichnam bei Piers Versteck zu deponieren, Ahnung, dass sie später aufgefunden wird. Once the Phantom expanded their search, it would only be a matter of time before they found Pierre's base. If a cat last seen with the suspect turned up dead at the imitation synth base, Die wollten Bonnie erledigen? it wouldn't be long until the Phantom would figure out exactly how she had been mistreated and turn their eyes towards the one organization that has been sending boatloads of animals out of Fontaine. Doch dann geschah etwas Unerwartetes im Versteck. Bonnie gelang es, in dem Durcheinander zu entkommen. Ich verstehe immer nicht, warum sie da zwei Antwortmöglichkeiten geben. Manchmal machen sie einfach voll den riesen Text zweimal rein und dann verteilen sie es auf zwei Antworten. It was probably during your ambush of Pierre. You didn't even have the time to check if she had already been stuffed full of imitation synth. Still, you soon found another opportunity. Before long, Bonnie had made her way back into the city, and even popped up on the Steambird. Like Bernard, you desperately wanted to confirm the contents of her stomach, so you hurried to find us. Unlike Bernard, however, you were hoping that Pierre did have the time to make her swallow a load of imitation synth. While investigating the suspect's cat, we unexpectedly discovered that the suspect has been smuggling imitation synth using living animals as intermediaries. That was your plan, in any case. With that, you'd have been able to lead the investigation towards the Humane Society. Aber Bonnie hatte großes Glück. Bonnie had managed to escape before Pierre was able to stuff her full of imitation synth. That part of your plan could no longer be carried out. But as shrewd as you were, you came up with another plan right away. You manipulated the Traveler and I to help you identify Bernard as a key suspect. Du wusstest, dass Linne in dem Fall mit Chevros ermittelt. Du wusstest auch von Linnes Begegnung mit der Familie Lefebvre. You used the Lefebvre name as bait to get us to join your investigation. With 2 extra bodies around, the Special Patrol is sure to soon take note of the strange event of Bernard somehow having a reason to look for Pierre's cat. So, what you're saying is, I went to all that trouble just for the chance that you might put forth the suggestion that would lead you down the wrong path. Of course, you did far more than that. Just now at Lumidus Harbor, were you not the person who highlighted the suspicious activities of the society? Indem du uns die Logbücher des Hafens zeigtest. You even highlighted the society's activities during your compilation of the logs, so they'd be immediately visible to anyone examining the records. Moreover, the logs contained no records of the Port Authority's activities. In other words, your activities. And what are you trying to suggest with that? I am insinuating that you had plenty of opportunities to transfer the raw materials for imitation synth from the harbor to a boat, and then sail over to the meeting place full of floating barrels. Sobald Bernard die Tiere in die Fässer gesetzt hatte, würdest du die Deckel öffnen und die Rohstoffe dazulegen. Wenn du es von Pierre Abholung erledigt hast, würde es keiner mitbekommen. And that's how neither the trafficker nor the manufacturer knew there was a third person who supplied the raw materials, and surreptitiously operated between them. Zuerst hast du dich mit den beiden Parteien in Verbindung gesetzt und die Rohstoffe gesichert. Du bist Bernard angewiesen, die schönen Fässer und die Tiere vorzubereiten. Danach hast du die Rohstoffe in den Fässer gelegt und verlangt, dass Pierre die Fässer abholt, um sie in sein Versteck zurückzubringen. Pierre manufactured imitation synth using the raw materials you provided, stuffed the animals, and placed the animals back into the barrels. Having received the green light from you as Pierre, Bernard then retrieved his animals and shipped them out of Fontaine once he had received enough for a full batch. I can't believe it. I never put 2 and 2 together. You've sure got an extremely lively imagination. So what do you think she's going to say next? Schon mal über eine Karriere als Krimi-Autor nachgedacht? Ever thought about a career in writing crime novels, huh?
It appears that it's quite easy to predict what you'll think or say. Then if we apply that to this case, we can also think of a few places to look for incriminating evidence. Ich muss ja sagen, sowas gefällt mir bei ihr immer, wenn sie dann drin steht mit den 2 Daumen nach oben. You know very well that this case will not end until Pierre is found. So you will have him commit suicide out of fear and shame to end the investigation for good. That way, you can also pin the blame for the overseas smuggling activities, the theft of the harbor's confiscated raw materials, and even the Lefebvre name on him. After all, dead men tell no tales. But you still want it to appear as if he had sent that last letter to Bernard, so you have to make sure he cannot be found until after Bernard has confessed to the authorities. To do that, you either will hide his body until you've found an appropriate time to set up a fake suicide scene, or you'll dump it someplace where it'll be hard to determine the exact time of death. Submerged in water, for instance. The location would ideally allow you to keep the body hidden for some time, while also letting you keep an eye on it. Was machen wir da? Schreiben wir jetzt ein Buch oder so? Du könntest ihn auch an einen sehr kühlen Ort für später aufbewahren. Feuer legen, damit es aussieht, als hätte er sich selbst verbrannt. Ein Beispiel für einen solchen Ort wäre irgendwann ein eigenes Boot. So in der Nähe des Lumidos Hafen. There are only so many options to hide a person's time of death, after all. As long as the Phantom investigates each of the possibilities in turn, they'll surely find Pierre's remains. Especially since, as the prime suspect who will now be taken into custody, you will no longer have the time to move him, or set up a fake suicide scene to cover up the murder. How absurd. And on what grounds will you order my arrest? Don't think for a second that your spouts of nonsense will amount to any kind of real argument. After all, I'm... Elodie Lefebvre! Die haben es schon rausgefunden. As the captain of the Special Security and Surveillance Patrol, I hereby declare you as a suspect in the case. If you have any objections, you may raise them later during interrogation. Chevros, Linne. That's right. We received a message from Lumidos Harbor that you were going to investigate the Humane Society. We didn't expect to run into you at such a critical moment. While at the harbor, we noticed something else extremely interesting. Apparently, you often used all kinds of excuses to swap your shifts. And if one were to match the times of your shifts to the activities of the Humane Society and those of certain foreign ships, they'd find them to be an exact match. That's just a coincidence. Yes, I'm sure you have already thought of a dozen different ways to explain away the suspicious activities. But as far as evidence goes, that should be enough to warrant taking you into custody. Don't worry. If it turns out that the guards are still unable to find any evidence after all this, Lynette and I will do everything in our power to clear your name. Although judging by her reaction, I assume no follow-up from us will be needed. The Lefebvres were infamous for using disguise and infiltration to achieve their goals. Who would have thought that they would have planted someone within the guards? Judging from the timeline, they likely arranged for you to enter the guards before the fall of the clan. But they probably didn't expect you to turn it to your advantage and use your job to save yourself during the purge. Not only that, but you actively participated in the interrogation, arrest, and judgment of the Lefebvres during their fall, thus clearing yourself of suspicion. You brutally and cruelly abandoned your allies as soon as they outlived their usefulness, just like a lizard cutting off its own tail in order to live. You've been doing this for years. Boah, Alter, wie sie ihre eigene Familie mit ans Messer geliefert hat. So you played me like a fool after all? Hat die den jetzt gekillt? Von einem plötzlichen Schlag außer Gefecht gesetzt. Hä? Was passiert jetzt? What was that word you used? Ally? You think that someone as foolish as him is worthy to call himself my ally? They were worthless scum. All of them. Not just Bernard and Pierre, but those Lefebvres too. They always just saw me as a tool. I lost all my chances of a normal life just because I was born into their lot. Not only that, but because they wanted me to become an undercover agent, they stripped me of my name, too. I had to live in constant fear of them while they were alive. And even once they were gone, I had to continue to bury my heritage and my name.
always worrying that their enemies would come knocking at the door. Do you know anything about what I've been through over all these years? My life as the last Lefebvre? Nee, und interessiert mich auch nicht, nachdem du trotzdem einen Haufen Scheiße gemacht hast. Dieser Eindruck wirkt wie irgendwie unnatürlich. Er schlägt eine Spur Dramatik in Erlebes plötzlich aufbrausender Stimme, als wäre ihr Wut Teil eines Täuschungsmanövers. I don't, and neither do I care. Niemand hat dich nach deiner Vergangenheit gefragt, hebt dir die Rede für den Gerichtsprozess auf. Are you for real? Aren't you a Lefebvre victim too? Elodie, you're the only one still living under the shadow of a name. That's enough. Keep your hands where I can see them and do not resist arrest. If you have more to say, save it for the interrogation room. What a joke. What a joke! Hey! Also das wird zusammengeschustertes Ding. Don't come any closer. What's that? Know what this is? I've secretly planted loads of explosives in the Humane Society. Just one step closer and... whether they're cats, dogs, or just unlucky human employees, they'll all be blown up into smithereens. Surely, you bunch of goody two-shoes won't let that happen, right? Die zeigen die Hand immer nicht. Achso, weil sie das Gegenstand nicht animieren wollten. Lyne bei seiner Täuschung helfen, überzeugen, Elodie zur Aufgabe überreden, erschrecken, Schiffers dabei helfen, Elodie einen ordentlichen Schrecken einzujagen, heimlich überfallen, wenn sie abgelenkt ist. Lyne. Können derweil das Ergebnis dieser Kontrolle beeinflussen. Aktuelle Kontrollboni. Lynes Mithilfe 8. Ja. Ja gut, es war jetzt nicht so schwer, aber... I can understand how you feel. Like you, we are also victims of the Lefebvre clan. But if you were to endanger innocence now for your own gain, the public anger towards the Lefebvres would only rise to a boiling point. Naja, nachdem sie letzte ist, ist eh egal. And the families of the new victims would be dead set on exacting revenge on you. And what of it? I'll be your hostage, Elodie. What? Tu das nicht, Lyne. Thanks for your concern, traveler. But we need to end all of the hate and violence arising from this clan once and for all. I'll raise my hands and come over slowly. I promise that I'm completely unarmed. I'm watching you. Don't think for a second you can pull a fast one on me. Mm-hmm. That's right. Just keep your eyes on me. Don't look away. Mach dich immer solche Dinger. Wenn Elodie den Blick fest auf Lyne richtet, wird sie von einem harten Schlag aus dem Hinterhalt getroffen. Lynette? Oh, die Katze war's? Sie hat mega Pranken. Phew. So I was right after all. It's easier to deal with the person causing the problem than the problem itself. Und was ist mit dem Auslöser, den sie da hatte? This is it. Looks like it's just a toy. Ah, das war alles nur ein Bluff. Guess that's probably why she suddenly flipped and knocked out Bernard. He probably knew that there were no explosives at the society. Und dann tat sie auch nur so, als hätte sie einen totalen Zusammenbruch, als ob sie fürchtete, keine andere Wahl zu haben, als zu handeln, um all dem zu entkommen. Well, given that she never even showed her face to Bernard and Pierre, I had my doubts that she'd have gone to the society in person to plant explosives. Thank you for your help, everyone. I'll take them back for thorough questioning and find someone better to take over the Humane Society. I might need a few statements from everybody. Would you be able to come with me? If statements are all you need, can Linny provide them on my behalf? I still need to go back and explain some things to the crew. I also had an appointment with the Traveler before we got interrupted. Eine Verabredung wann? Du meinst also, sagtest, ich könnte bei dir vorbeischauen? Ah, so you do remember. Yes, I invited you to come over to our place. Once I'm done talking with the troop, I'll make a nice cup of tea and bring Bonnie to wait for you outside of my door. Ja, wie sie jetzt beide da am Boden liegen. Da, meine stickigen Füße in dein Gesicht. Ich weiß, wo ich über heute schon drin war. Da, riech dran. Hey. You can leave the rest of this to me. The other guards will be joining me shortly. Don't worry,
They won't have another chance to escape. Es gibt immer noch ein paar Dinge, die ich gern wüsste. The materials have many other regular uses outside of being used to make imitation synth, so they're not immediately subject to being confiscated or destroyed. The harbor would usually just seize them for some time while the customs paperwork is filled out and approved. If approved, they'd be let through, and if not, they'd be returned to sender. Elodie probably used her position to replace a portion of the shipment with something else before sending the whole shipment back to sender. Given that the foreign merchants who sent in the shipments were probably working with her in the first place, they likely just never reported the difference in what they sent and what they received. We will, of course, continue to investigate the rest of the details of this case. Now that we've caught Elodie, figuring out the whole scheme should just be a matter of time. Ups. Linne? You must have spent a record-breaking amount of time in serious mode today. I can't remember the last time I've seen you like this. Is it because of a special someone? Wie wurde Pierre in diese Gruppe rekrutiert? Based on information that we found before, imitation synth was first circulated on a small scale in Fontaine before becoming a large-scale smuggling scheme. I'd assume that the first offerings of imitation synth came from what Pierre made in his early days. But since he was not experienced with running a clandestine operation, he was soon discovered by guard Elodie. Elodie saw the opportunity to make a great profit in his work, and perhaps even the chance of making a new life for herself, so she decided to cover his tracks. She started writing to him in Bernard's name, using what evidence she had compiled and the promise of enormous profits to blackmail him into cooperating with her. Unfortunately for her, she ran into Lynettes. Even though my sister doesn't like to focus too much on a regular day, serious mode Lynette is one of the most perceptive people I've ever known. Still, all of that thinking really saps her energy. I need to go give some statements on her behalf, so I'll leave the recharging to you. Da hinten. Zeit für unseren verdammten Themenmann. Haben die anderen Sachen dann überhaupt mit dem Fall dann zu tun? Black tea and a cute kitty. Truly the best combo for standby mode. Want some? Eine Tasse Tee, bitte. I hope you'll like it. Ja, über den Fall mit Elodie interessiert es nicht, wie es weitergeht? Not at all. Information is indeed very important. But if you were to try to collect every piece of information you come across, your efficiency would actually decrease. Plus, if you just think about it, what sounds more fun? Writing a statement or enjoying a tea party? Eine Teegesellschaft. Great answer. That'd be my pick too. Had we not run into that case, we could have spent the entire day like this. But now I'm running low on both time and energy. Mit gut verbrachter Zeit sollte ich sie dann Energie deutlich schneller wieder aufladen. You're right. I can sense it. I'm recharging very quickly at the moment. Trotzdem noch eine Frage. Wann hast du angefangen, Elodie zu verdächtigen? Something about her rubbed me the wrong way since the very beginning. But to be more precise, it was probably around the time when I saw Bonnie try to get away from her. Damals wollte Elodie sich Bonnie annähern. Elodie tried to get close, but Bonnie deliberately dodged her. Maybe Bonnie had tried to evade her before at Pierre's base. Or perhaps Bonnie just instinctively knew that she wasn't a good person. Not everyone who likes cats is a good person. But if cats like you, you're probably alright. Alter, dann bin ich echt gut, Mann. Ich habe oft sogar fremde Katzen auf der Straße, die wo zu mir kommen. Nicht immer, aber hatte ich schon mal ein paar Mal. Könnte stimmen. Humans tend to overthink things, but cats rely on their instincts, and they're pretty sharp. I mean, just look at Bonnie. She took a liking to you the moment you met. Ja, das ist aber bei allen so. Oh, schönes Bild. Da muss ich ja voll böse sein. Katzen mögen mich gar nicht. Die böse Tamara. So.
Jetzt ist die große Frage, wenn wir hier hingehen. Das oben wird wahrscheinlich sein, wenn wir zurückgehen. Spiel fortsetzen. Ja, haben wir jetzt eigentlich schon das beste Ende gefunden. Alle Katzen lieben mich. Sehr gut. Dann sind wir jetzt schon 2 gute Leute und eine böse. Huh. I didn't like that. Clearly, there's some design flaws to iron out. I'll have to let's see, 4. Well... Du sollst zur Empfangsfeier zurückgehen. Ich denke, soll es Bonnie helfen? Wie wär's, wenn du nur das eine noch das andere tust? Ah. Huh? Wenn es wichtig wäre, wäre schon jemand vorbeigekommen, um nach dir zu suchen. What you're saying is, since nobody's come looking, I can just keep hanging out with Bonnie for a bit longer? Is that really okay? Nur Bonnie gefällt die Idee offenbar. Irgendwie sind rechts immer die hohen Karten. Ich habe doch keine niedrige bekommen. You make a good point. Falls jemand kommt und nach dir sucht, wird er dich finden. Okay, well, assuming Bonnie hasn't strayed too far from where she went missing, there's a chance we might bump into her owner in either the Steambird offices or the restaurant. So, stick around here in standby mode? Yeah, that suits me. Sollen wir zuerst Katzenfutter besorgen? Oh, good idea. Bonnie's definitely hungry. Wenn wir sowieso Katzenfutter kaufen, sollten wir auch ein paar Häppchen kaufen. May as well. We could be here a while. Also, wir Katzenfutter und Essen haben und lassen uns einen Ort zum Ausruhen finden. When I was trying to find somewhere I could space out earlier, collect my thoughts, I figured the cafe might be a good shot. Alright then. Plan of action, spend the whole day spacing out. In standby mode. Echt, Alter? Wollt ihr mich jetzt verarschen? Das Einzige, wo ich mir gedacht habe, was sich wirklich nach einem Hangout oder Date handelt, ist halt in 2 Sekunden rum. Jetzt dachte ich mir, cool, wir gehen zum Café, wir kaufen irgendwie Katzenfutter, labern ein bisschen. Stattdessen macht es einfach so, klick, fertig. Wow. Oh Mann. Und jetzt habe ich daneben geklickt. Wow, das ist halt das Einzige, wo ich so, okay, fertig. Oh. Das ist mir geil, es gibt eine Szene, Alter, wo es wirklich nur um so ein Date geht. Clearly, there's some design flaws to iron out. Let's see. Ich denke, soll es zur Empfangsfeier zurückgehen? Ich denke, du solltest Bonnie helfen. Aber wenn wir Bonnie helfen, kommen wir einfach wieder in das andere Ding, oder? So, we're looking... Ah, okay. Das eigentliche Hangout-Event ist 2 Klicks abgewickelt. Ja, das ist ja das Schlimme dabei. Aber jetzt sind wir, glaube ich, in das normale Ding gegangen, ne? Ja, genau. Also müssen wir... Ich denke, du solltest zurück zu drin gehen. Oh, das wird dir gar nicht gefallen. Aber das geht auch in 2 Richtungen, ne? Nein, jetzt habe ich schon wieder vergessen, um auf Überspringen zu drücken. Du Fuck, Alter. Empfang. Back to the drinks reception. Gehen wirst, dann kannst du einfach. Nope, I said it was your decision. I'm not gonna waste any more energy dragging my feet. Besides, the drinks reception is technically part of the job as an official publicity event. So, if I bail on it, wirst du dich später schlecht I fühlen. might get sued for breach of contract, and that would be a huge pain in the butt. One other thing. Do you want to come with me?
If you're free, I mean. Klar, dann hast du dort wenigstens einen Freund. Thanks. Ich muss zugeben, ich fühle mich fast ein bisschen schlecht, weil wir jetzt einfach die Katze zurücklassen, wo halt voll das üble Machenschaften mit dranhängen. Ich meine, was passiert jetzt mit der Katze? Ja, wobei Linne und Chevros machen das ja dann eigentlich. Die finden das ja dann eh raus. Okay, dann fühle ich mich wieder besser dabei. Aber so im ersten... Aber wenn ich jetzt nicht diese Hauptstory drumherum gemacht hätte, würde ich mich jetzt schon irgendwie schlecht fühlen, die Katze einfach da zu lassen. There you are, Lynette. Where did you disappear to? Leone and I have been looking everywhere for you. Wait, where did you get the cat? Ah, wir haben die Katze dabei. Okay, dann ist auch in Ordnung. I found her outside. Do either of you happen to recognize her? I don't think so. Could belong to one of the guests, I suppose. Mich machen die Zwillinge fertig gerade. Fair enough. It was a long shot. So sorry we couldn't help you, Lynette. Don't worry. We'll ask around for you. Leone's probably just being forgetful. Hat die Herzchenanzeige um die Ecke überhaupt noch eine Funktion? Eigentlich auch nicht so richtig. Ich glaube, es gab vielleicht bisher 2 Hangout-Events, wo du es vermasseln kannst. Glaube ich. War nicht Barbara damals eins der ersten? Und ansonsten, keine Ahnung. Aber hier war es ja eigentlich auch nur, um anzuzeigen, dass vorhin was nicht stimmt. Das ist um 4 Dinger runtergegangen, fertig, Hangout-Event rum. Maybe you could leave her with us. We'll take her to the reception desk and see if they know anything. And if not, we'll just keep looking. Sure. I would help, but I'm a little preoccupied. Sorry to dump this on you. It's no trouble at all. We're happy to help however we can. Also, if it's no trouble, I mean, could we maybe get an autograph? And maybe a photo too? Leone, you can't spring that on her now. Not while she's working. At least wait until the event's finished. One last thing, Lynette. Director Mariu's looking for you. We'll take the cat to the front desk now. See you later. Alligator. Du scheinst sehr beliebt zu sein. I'm not usually required at these kinds of events, so I don't even have an event mode. All right, guess I better go see the director. Yeah. Sie wurde so wenig damit so... Spectacular choreography, a masterpiece of mise en scène, and the performance, oh my, groundbreaking, dripping with je ne sais quoi. My congratulations on another magnificent show, sir. Alter, den Typen muss ich jetzt erstmal verdauen. Fuck, geht er mir jetzt schon auf den Sack. Der ist so einer von den Leuten, wenn du in einer Kunstausstellung in die Ecke kacken würdest, der würde vorbeigehen und so, oh mein Gott, was für ein geiles Kunstwerk. Das erinnert mich aber an ein echtes Szenario, da hat es mal wen gegeben, der hat einfach, war das die Brille oder eine Banane? Oder ist beides schon mal passiert? Die haben aus einer Kunstausstellung einfach eine Banane oder eine Brille, eins von beiden, einfach auf ein Podest gelegt, was gerade frei war und die Leute sind halt hingegangen und haben es fotografiert und alles. Kunst liegt im Auge des Betrachters. Weiter. Yes, I for one was particularly captivated by the clearly allegorical narrative undertones. The Lost Puppet shines a spotlight on the impact of technological advances in our modern society, particularly as they relate to changing modes of emotional expression and the challenge of mutual intelligibility. Denkst du, es ist für einen Traveler in Ordnung, Leute zu killen, Alter? Ich meine, wir haben so viele gerettet, da werden noch mal 1, 2 fehlen, das ist nicht so schlimm, oder? Such a pioneering work, so far ahead of its time. A tour de force of avant-garde theater. Oh, scheiße, da ist noch see the einer. headlines of tomorrow's newspapers. They will certainly be singing your praise, Director Mariu. But it was a group effort, of course. To convey emotions in a silent show with no facial expressions, the entire cast had to go above and beyond. Everyone truly outdid themselves.
Speaking of the cast, Jillian, another strong performance from you in director Merriu's latest show, as of course we've all come to expect from your numerous successful collaborations to date. That's quite an overstatement. I've only ever played supporting roles. On that point, you stated a few months ago in an interview that you were looking to secure a leading role in your next show. What led you to the decision to stay in a supporting role this time around? We had a discussion about this, and while Lynette hadn't previously performed in an acting role, we were blown away by her talent, and she was a perfect fit for this character. Quite simply, this was the role she was born to play. Exactly. I was honored to share the stage with her. Lynette worked extremely hard in all of the rehearsals, and she's an incredibly talented actress. Oh, Lynette's back! Hey, Lynette, where have you been? Were you in standby mode? Some reports say you switched to that state to recharge after a show. Ah, method acting, of course. Such a compelling portrayal of a mechanical puppet could only be achieved by an actor who lives and breathes their role even while offstage. Those seemingly stilted movements were in fact an inspired portrayal of the character. The ostensibly bad acting, in reality, was the product of supreme acting skill. Oh, I went outside and there was this cat there, so I played with the cat for a bit. Entschuldigung, aber das ist zu geil, Alter. Die schmeißen da mit lauter Lobgedudelei-Scheiß um sich, Alter. Sie kommt einfach, ich habe eine Katze gefunden, ich habe mit ihr gespielt. Das war jetzt schon so geil, Alter. Ah. A cat? We've long heard that you are a kind soul, as well as an incredible actress. No wonder your debut performance has garnered such popularity. This show looks on track to break box office records for avant-garde theater. Lynette, any words for the fans? Not really, no. I believe Lynette is trying to say that the act of performance itself is the actor's true means of connecting with their fans. Oh, das ist einer der schlimmsten Typen, die wo man bei Künstlerdinger, finde ich, wenn man, ich meine, ich kenne mir die Kunst nicht aus und den ganzen Umgebungsscheiß und was dazu alles gehört. Aber ich finde solche Art von Leuten sind die schlimmsten, die es gibt. Die in jeder Scheiße irgendwas sehen. Da trifft's die Sausback-Folge echt gut. Wo die einfach nur ein Buch schreiben, wo sie irgendwelche schlimmen Wörter reinknallen und die Leute jeden Mist damit interpretieren. Du könntest gegen die Wand schlagen und die würden sagen, oh, das war eine Kritik an der Politik. Fuck, Alter. Oh, I see. Lynette, any comments? Right, exactly. But don't you want the fans to know how you're feeling right now, after the hugely successful opening of your first ever show? That's true. I'm sure the fans would love to learn a bit more about you, too. How interesting. Wahrnehmen, nicht beobachten. Wirklich? Genau jetzt ziehe ich eine niedrige? Jetzt klingt ruhig, es scheint ihr gut zu gehen. Lynette, how do you find acting compares with performing in a magic show? What does the future hold for you, Lynette? Lynette kämpft sich durch, während sie mit Fragen überhäuft wird. Geht's dir noch in Ordnung? Yeah, it's just... Turns out I can't cope with this stuff even in Tea Party mode. Teegesellschaftsmodus? It's a power-saving mode for participating in conversation at tea parties. Normally, I can get through an entire conversation just with, Oh, that's true. And how interesting. But at a tea party, I'm not normally subjected to a constant stream of questions.
The energy consumption of that interview just now was 3 times as much as the average tea party. Das ist eine große Umstellung, nimm dir etwas Zeit. I think I'd rather pray that I never have to do it again. Lynette, Director Mariu would like you to join the group photo to commemorate the successful opening of the show. A group photo? It's just the members of the troupe, along with Maloney and Corentin. Everyone's waiting for you. Alright then. See you in a minute. Lynette und Cyril gehen, um das Gruppenfoto zu machen. 3, 2, 1, smile. Sehen wir das Foto? My Nee. thanks to each and every one of you here for your help in making The Lost Puppet a success. The group photo is already being printed as I speak. You can collect your copy from the first floor after the drinks reception concludes. May it serve as a reminder of this fabulous performance every time you see it. Mariu! Get over here. Let's have another drink. There's a few things I need you to glance over for me. Warte, das heißt, die Empfangsfeier ist immer noch nicht vorüber? I thought the group photo was the final hurdle. Well, at least there's no more people hounding me with questions. I just need to find somewhere to switch to standby mode, and the time will fly by. I hope. Oh Mann. Wo ist sie eigentlich? Furina? Ich habe auch eine dabei, hi. Hotel de Bour's Ile Flottante is as wonderfully sweet as ever. Du hast auch eine geschafft, eine Einladung zur Empfangsfeier zu bekommen? Traveler? Lynette? Oh, wait, hold on. What do you mean, managed to get an invite? I'm an expert in the dramatic arts. Of course I was invited. Naturally, people wanted to hear my comments on the emerging art form that is the masked mime show. Und was denkst du drüber? Oh oh. Remarkable. Oh. And a very worthwhile artistic endeavor. Exploring a character with no lines or facial expressions who can only communicate how they feel through their movement. Your performance was beyond anything I could have imagined, Lynette. Clearly, this was a very suitable role for you indeed. Du scheinst etwas zu hören. Bei genauem Hinhören vernimmst du ein leises Geräusch, das aus einer hinteren Ecke dringt. Is something wrong? No, it's nothing. Please go on. Warte mal, versteckt sie sich in der Ecke? Oh, basically, I think I'd give it a positive review overall. Just not as gushing as the crowd downstairs. So, you thought they were pretty over the top too? In fairness, it's normal to bring along some vocal supporters for publicity when a new show opens. But still, this was something else. Then again, I'm no specialist in avant-garde theater. Maybe I'm just not well acquainted with their review criteria. Also die schmeißen einfach nur in jeden zweiten Satz Avantgarde mit rein. Fertig. Or maybe it's because I came to the show with some preconceived expectations. I did happen to see the original draft of Mariu's script a while back. What original draft? Oh? He didn't show it to you? It must have been a few months ago. He came to me to get some advice from an experienced performer's perspective, and then asked if I could write a few reviews of his new play. I had a lot on my plate at the time, so I had to turn him down. I only skimmed a few sections, but they seemed quite different from the final version. I can't say I remember the plot, but I don't know. The protagonist just seemed more complex, I guess, especially in the last 2 scenes. Still a mechanical puppet on the outside, of course, but she seemed to have more emotional depth on the inside. Emotional depth? Oh, I'm just thinking aloud here. Don't take it to heart. Besides, a script and a play are 2 very different beasts.
There are so many fine details to consider when turning a story into a stage production. More than most people could imagine. Especially with a novel art form like a masked mime show. I'm sure Maryu had his reasons for the changes he made. Change of topic. I see you've escaped the crowds to seek refuge on the second floor. Fame can be overwhelming at first, can't it? Perhaps you'd benefit from hearing about the experiences of a veteran celebrity such as myself. No thanks, I'm good. Pretty sure this will be my first and last time in this situation. Hey, at least let me finish. I have top tips on dealing with belligerent reporters. Slipping away to hunt down snacks during the intermission. Tell me everything. Mit Snacks hat sie bekommen und beim Wegschleichen. First, take a seat, mon ami. We must partake of Hotel de Boer's fine desserts as we talk, lest they go to waste. Ihr drei genießt eine köstliche Delikatesse. That was very educational. Das ist nicht das lehrreich bezeichnen, Sie haben in der gesamten Unterhaltung kein einziges Mal über das Schauspiel I gesprochen. expect most of the people downstairs have left by now. Time to grab my copy of the group photo and get home. Jetzt wollte ich gerade sagen, hä, warum spiele ich jetzt die Furina, aber ich habe sie ja ausgewählt vorher. The photo must be in this envelope right here. It's finally over. Thank you for sticking around for so long. If it wasn't for you, I don't know how I would have standby-moded my way through the last few hours. Normaler Mensch würde eine Veranstaltung wie diese als stressig empfinden. Grund genug dafür, dass Lynettes noch schon zur Halbzeit geht. Eigentlich Grund dafür, dass du nach der Hälfte der Zeit gegangen bist. Wenn du wirklich nicht drüber reden wirst. It's fine. It's just... It was such a minor thing. While I was on stage, there was a moment when I felt like someone was looking at me. It was only for an instant, and I didn't even see who it was. But somehow, I knew it was a look of contempt. I got a vague sense of it again during the reception. Like someone was giving me an evil stare. But I couldn't figure out who it was. Normally, I'm used to lurking in the shadows on the stage and spying on other people. So, it was strange, feeling like I was the one being spied on this time. Könnte es etwas mit dem ursprünglichen Skript zu tun haben, das Furina erwähnte? Or someone just took a disliking to me for no real reason. Sometimes you can like one person and dislike another for equally pointless reasons. Anyway, it was just a momentary stink eye. That's all. Nothing for you to worry about. Gut, also wenn du dir keine Sorgen machst, mache ich mir auch keine. Okay, problem solved. I'm gonna take this envelope and go home now. Du herzlose Puppe, du hast dieses Kunstwerk ruiniert. Gib die Hauptrolle umgehend ab. Ja, was? Ist das ein Drohbrief? You have destroyed this work of art. Step down from the leading role at once. Based on the tone, I'd say threat letter is right. Sehr viel ernster als nur ein flüchtiger böser Blick. Wir müssen der Sache auf den Grund gehen. Irgendein Merkwürdiges an dem Brief. Was mit dem Erdgeschoss passiert, werden wir eine Pause gemacht haben. Ein unversiegelten Umschlag befand sich das Gruppenfoto, der Drohbrief und ein paar Schnappschüsse von Lynette aus der Vorstellung. Eindeutig für sie gedacht. Der Brief verlangt, dass Lynette die Hauptrolle aufgibt, lässt aber offen, was passiert, wenn sie es nicht tut. Kann den Schriftzug nicht zuordnen, sie ist krakelig, vielleicht ein Trick, um unerkannt zu bleiben, oder diese Person schreibt einfach immer so schludrig. Erdgeschoss passiert, wenn wir eine Pause gemacht haben. Eine Menge Leute im Erdgeschoss, jeder hätte den Brief in den Umschlag stecken können. Lagen auf dem Tisch im Erdgeschoss, aber niemand war dafür zuständig, ein Auge auf sie zu haben. Ich könnte Rezession fragen, aber wahrscheinlich hat keiner etwas I gesehen. don't think we're gonna find any more clues here. Sollen wir Marion oder Merose fragen, also das Kunstwerk ruiniert versteht? Yes, let's. Whatever destroyed means, it could have something to do with the original script that Furina mentioned. Also, I'm gonna have to ask you to stick around a while longer.
I can't believe how well the whole Lynettes debut acting role thing worked out. Even the avant-garde box office is lapping it up. How could I ever have doubted you? If you hadn't stuck to your guns and kept sending those invitations, this opportunity would have passed us by. See? I told you. All the times she'd refused in the past were all the more reason to keep inviting her, because it turns into a big talking point. Can you imagine if you'd gone with Jillian? You'd have been lucky to get half the ticket sales you've ended up with. True. Well, Jillian still needs to get a few more productions under her belt. Do you have a moment, Director Mario? Oh! Ah, if it isn't the star of the show! We were just talking about you. Hmm? Oh, and is that the legendary traveler with you? Das ist ihnen aber jetzt früh eingefallen, obwohl ich die ganze Zeit dabei war. I'm guessing you're here to discuss the show with the director? Oh, you're a talented and hardworking actress, Lynette. It's no wonder you're getting such rave reviews. Das hat, glaube ich, kein trauriges Ende. Das kann natürlich auch sein. Gesichtsausdruck dieses Herrn wirkt irgendwie unnatürlich. Mit schwänglichen Worte verrät der Blick in seinen Augen, dass er nicht ganz so begeistert von Lynettes neu gewonnenen Ruhm ist. I'll leave you artists to discuss your work in peace. Mario, make sure you give your star performer and her friend your full attention. I certainly will. Lynette carries the fortunes of our entire troupe on her shoulders. Wer war das? Mr. Maloney. An investor or something, I think. I've never asked him. So, what can I do for the two of you? I'm afraid I'll have to dash soon as I'm meeting some friends from the newspaper. Otherwise, I'd love to stay longer. Wollen die nicht viel Zeit stellen? We heard that the original script for The Lost Puppet was quite different from the final show. I'm kind of curious to know what the protagonist was like in that version. Oh, well, this is a surprise. I didn't think you'd be interested in that sort of thing. It's not uncommon for scripts to undergo major changes as they're being brought to the stage. But I'm afraid there's not much to tell you in this case. The protagonist has stayed the same from the beginning to end. A mechanical puppet with a bumbling body but a sensitive soul. A stranger in time who doesn't belong. There's no doubt about it. You are the protagonist, and the protagonist is you. The success of one is the success of the other, and that's what made this show an artistic triumph. Sorry, you've lost me. Can you put it in plain words? All right, then. Delving deep in the search of core truths is the job of an artist, after all. You shouldn't give your attention to early drafts of the script, Lynette. All it would do is sow confusion where you already have clarity. The current script is the final version because it is the best version, and your performance best brings that script to life. Why, if it weren't for you, I doubt any audience would give our show the time of day. Wenn alle mit Lynettes Auftritt zufrieden sind, wie erklärst du dir dann diesen Brief? What letter? Oh my goodness! Die herzlose Puppe. Mario sieht überrascht aus. Kaum zu deuten, aber die Überraschung scheint echt. Destroyed this work of art? Really? Well, Director Mario, any idea who might have written it? No. Who on earth would write such nonsense? Wir fanden ihn in den Umschlag mit dem Gruppenfoto. Könnte es jemand sein, der an der Produktion beteiligt ist? Absolutely not. Without Lynette, this show would be over. Everyone's hard work would go to waste. No, there's no way that this is someone from the troupe. Vielleicht könnte Lynette die Füße stillhalten, bis sich die Wellen geglättet haben. Yeah, maybe Jillian could fill in for me for a while. What? No way, out of the question. The protagonist has to be played by Lynette. Jillian can't... She's just not what the audience is looking for. Meine Haltung ist plötzlich etwas seltsam. Suchen nur her, er senkt seine Stimme.
I've got it. It's a competitor. Yes, this letter must be from a competitor of ours who's trying to get under Lynette's skin. You can't lie low. That's just what they want you to do. The moment you step back from performing, they'll put their rumor mill into overdrive and drag us through the mud. They're just waiting for their chance to kick us while we're down. A competitor? Really? Definitely. Those lowlifes. Slander and libel are all their specialties. They drown out the truth with a flood of misinformation. And they stop at nothing once they get riled up. Diese Charakterschweine, verdammte Bastarde, damit ich es euch nochmal gesagt habe. Du scheinst mit ihren Methoden sehr vertraut zu sein. Du hast einen bestimmten Verdächtigen im Sinn. There's so many of them out there. Fame always seems to attract haters, no matter what you do to try and keep everyone happy. But don't worry, I will get to the bottom of this. Stay strong, Lynette, and keep up the good work on stage. I have to go and meet my friends from the newspapers now, but rest assured, I'll be discussing countermeasures with them. So, a competitor, huh? Glaubst du, dass es so ist? I kinda doubt it. We've dealt with those types before. Usually their goal is to steal our venue for their own show, or to cover up a scandal by planting a story to divert public attention. But at the moment, I don't think anyone's got a reason to do any of that stuff. Let alone pull a stunt like this. A threat letter is quite extreme. Besides, when I felt that evil stare, I'm pretty sure it was coming from somewhere backstage. So that rules out a lot of people. I'm actually more concerned about Mariyu. When I mentioned Jillian, his reaction was pretty unusual. Es ist halt die Frage, ist es der Marion, der vielleicht den Drohbrief geschrieben hat, weil er am liebsten die Jillian drin gehabt hätte, als Schauspielerin. Aber der eine, dieser, keine Ahnung, breitere lila Typ da, der hat ihn so überzeugt, dass er halt dass er sie halt mit einbaut, weil sie ja viel mehr Aufmerksamkeit bringt. Hast du auch bemerkt. Especially since Maloney mentioned that the initial plan was to cast Jillian as the lead. Sounds like there was an original protagonist as well as an original script. I should probably go talk to her. Weißt du, wo sie wohnt? Yep. She told me she lives in the Flow of Sandra. Na gut. Aber dass es selbst das zweite in irgendeinen Fall ausartet, ist schon irgendwie komisch. Oh, das ist noch weiter unten. Ach so, das ist da unten. Lynette? What are you doing? You're not welcome here. Huh? I've been to the Flow of Sandra plenty of times before. This is the first I'm hearing about me not being welcome. Things are different around here. You might be used to a crowd of bootlicking morons fawning over you wherever you go, but not down here. We know what you are. Bootlicking morons? Ich glaube, sie hat ein Hühnchen mit dir zu rupfen. I don't know. I've never met this kid before. Gina, stop that! Go home now! Jillian! No buts. How many times do I have to tell you? That had nothing to do with Lynette. If you don't leave right now, I swear I'll never invite you to one of my shows ever again! Jillian!
Just because Lady Farina speaks highly of you, it doesn't mean you're all that. Nach einigen weiteren markigen Worten von Gina zieht sie I'm so ab. sorry. Gina's always been a strong-willed child. That's why I never let her visit me at work. It's okay. I have younger siblings too, so I get it. She's in her rebellious phase, huh? If you let angsty kids get you riled up, they'll drain all your energy. So don't worry, I won't let it get to me. Well, the situation's a little different in this case, but still, thank you. So, what brings you to the Flue of Sandra? Können wir uns über die ursprüngliche Hauptfigur unterhalten? We heard about it from Maloney. He said you were originally supposed to play the lead. Maloney, huh? Of course he couldn't keep his mouth shut. I'm sorry. I never mentioned it because Director Mariu was very clear that I mustn't let any of it affect you. Die Umstände haben sich geändert. Lynette hat diesen Brief erhalten. What's this? Ich brauche das nicht ständig lesen, Alter. Ich kenne den. Sieht überrascht aus. Also sie weiß auch nichts davon. Ich hab's aber auch für eine gutmütige Seele gehalten, wenn ich ehrlich bin. Der Ansicht, Lynette hätte die Aufführung ruiniert. I don't know, who would do something like this? Don't be scared, Jillian. Just tell us what you know. Okay, I'll try. Vorhin, guten Abend. It's true. I was originally cast as the lead in The Lost Puppet. I've worked with director Mariu many times before, but only in minor roles. The audiences and critics never had much to say about me. Nothing. A few months ago, Mariu started working on a new show, so I plucked up the courage to ask him if I could take the leading role. He was hesitant, but he agreed to let me try for the part. We did a few rehearsals, everything seemed to be going okay, but then... There's been a change of plan, Jillian. The leading role will now be played by Lynette. Lynette? But she always turns these things down, doesn't she? And that's why we cannot afford to waste this opportunity. Jillian, I understand how you must be feeling. But Maloney and myself have to do what's best for the production as a whole. Next time, the lead will be yours. I promise. I was incredibly disappointed at first, but I also know full well that I don't have Lynette's star power. Without Lynette, how could we ever convince people to pay money to go and see a masked mime show? And if the show was a flop with me in the leading role, how would I answer to the director and the rest of the cast? Then, I got to meet you on stage and found that you're really down to earth, in a way that not many celebrities are. You were kind to everyone, and your performance wasn't bad. Whatever disappointment I had left at that point, I certainly wasn't about to take it out on you. By wasn't bad, you mean it wasn't great either. So, I'm guessing Mariu changed the script to simplify the protagonist, make her a dumbed-down version of the mechanical puppet that I could actually play. He did make some changes to the script, yes? Na, wie geht's? Mir geht's gut. Wir kommen in ein ursprüngliches Skript. Wer hat es im Moment? Jaik, one of the other actors. He likes to collect Dr. Mariu's old drafts because he hopes to be a director himself one day. He also lives nearby. I can arrange for you to meet him at the tavern. Makes sense. I always see him talking to Mariu. Alright, see you at the tavern then. Okay, also sie ist scheinbar eher weniger geworden. Klar, sie war enttäuscht. Aber sie konnte es jetzt auch nicht deswegen hassen. Es ist halt ein blöder Zufall wieder gewesen. Okay, danke. Finally on the right path. Weil du bei der Taverne gewartet hast. Sorry to keep you waiting. Jillian brought me up to speed on the situation. I'm here to help however I can. Here, this is the script you're after. Sehr skizzenhaft. Sieht aus, als hätte er es fortlaufend überarbeitet. That's always the way with pen and paper drafts. Even the final script is full of last-minute changes by the director.
There should be a cleaner copy of the original script in here somewhere. Sorry, it's all a bit mixed up. I just grabbed the whole stack of paper since I was in a rush. No problem. Now activating search mode. I'll go through one page at a time. Sitzen. Ursprüngliches Skript untersuchen. Unterschiede zwischen der aktuellen Version der verlorenen Puppe und dem ursprünglichen Skript bestehen. Untersuchen, aufmerksam lesen. 18. Achso, krieg ich Nummer 3. Ah, ja, okay. 4. Akt scheint aus dem Solo-Auftritt der Protagonistin zu bestehen und das Bühnenbild beschränkt sich auf eine verfallene Ruine. Einmal besagt, hierdurch wird sich die Aufmerksamkeit der Zuschauer auf die Protagonistin richten. Offizielles Skript von der verlorenen Puppe schreibt im Detail, wie die Protagonistin als tanzende Puppe von den Menschen entsorgt wird, nach dem Sinn des Lebens zu suchen. Echt? Ey, ich habe die ganze Zeit nur hohe Dinger gezogen. Raschen durchlesen, verstehst du grob den Inhalt. Gibt es einen Zeitungsausschnitte, sie behandeln verschiedene Arten von Aufführungen. Gilt, sie müssen sehr alt sein. Name tauchte manchmal früher in den Zeitungsausschnitten auf, aber hauptsächlich in Artikeln, die eine Reihe lauwarmer Empfänge für seine experimentellen Kunstformen und leere Sitzplätze bei avantgardischen Theater trotz akademischer Würdigung beklagen. Zurückliegenden Jahren preisen viele Berichte im Rolle als Regisseur mit Weitblick, einem der Großen seiner Epoche. Wurde von einer bunten Schar von Autoren aus allerlei Fachgebieten geschrieben. Unter ihnen sind Quarentin und Amora die Wortführer. Oh, da sind noch mehr. Nicht da hochgehen. Manuskript untersuchen. Untersuchen. Oh. Ich kann überhaupt nichts entziffern. Ältere Werke untersuchen. Na, jetzt wird es langsam ein bisschen ätzend. Sonst nichts Bemerkenswertes. Wow. The protagonist returns to the ruins where she began and performs a dance in honor of her deceased companions. She dances until her joints have rusted stiff and mechanical parts are falling from her body. Yep, that's not something a novice could hope to pull off after just a few months of rehearsals. Die grundlegende Handlung ist die gleiche. Es verliert ihre Fähigkeit zu tanzen wegen Abnutzung ihrer inneren Schaltkreise. Aber vielleicht sind es ganz große Gefühle. Erinnerungen an ihre früheren Gefährten und Frieden zu finden mit ihrem Leben. Bühnenbild in einer Solo-Auftritt bewirkte, dass die Hauptdarstellerin die gesamte Szene selbst stemmen muss, was deutlich fordernder als im endgültigen Skript. Frankly, I think that the original script is much better, and the original lead is the best fit. Jillian, shall I go tell Mariu to put you back in the leading role? What? Are you serious? But the next show is at the Opera Epiclese. It's such a huge opportunity. But not such a rare one for me, though, right? That's different. This isn't you as part of a magic duo. It's a chance to star as the main character in a show. You'll reach whole new heights of fame. Fame in small doses has its perks, but too much and I'll get overloaded. But if you play the lead, the fame will be yours, and I get to be free. Sounds like a win-win, don't you think? It'll never work. There's no way Director Mariu or Maloney would ever agree to it. The set for Act 4 would need to change, as would all the marketing materials. And that would mean asking Maloney for a lot more Mora. Changing actors at the last minute is just too risky. If anything went wrong, it could bankrupt the whole troupe. Plus, Maloney's friends have already published a ton of articles saying how this is the role that Lynette was born to play. No one else can play the protagonist now. If Lynette quit the show and I took her place... Es würde dem Ansehen dieser Freunde von Maloney schaden. Ihr künftigen Artikel würden jegliche Glaubwürdigkeit verlieren. If Lynette left, they'd sooner stop the whole show than let me take her place. Stop the whole show? But all the people in the troupe, months and months of everyone's hard work would all be for nothing. Kein Wunder, dass Moro alles versprechen würde, um Lynette an Bord zu behalten.
Zeigen, die wichtigste Schauspielerin auszuwechseln, dürfte nicht einfach werden. Nachdenken, gibt es einen anderen Weg? Schnelle Notizen 3. Ach so, um das zu schaffen, kriege ich dann einen Haufen Bonus. Echt, Alter, was ist denn jetzt los? Nachgeben, bla bla, das ist nicht gut, Meinung wird nie zustimmen. Consent, huh? Then, how about we don't ask him? Warte, du meinst wohl nicht? Erklär der Truppe ihre Idee. And that way, he'll be forced to make a choice. You know, it's a little crazy, but it might actually work. No way. It's not worth taking such a huge risk just for a chance to be in the spotlight. Jillian, you said before, whatever disappointment I had left, I wasn't about to take out on you. In other words, that disappointment is still there, but you've kept it bottled up inside. Be honest. You still hope to play the leading role, don't you? But the thought of putting so many people out just for my sake? You think they'd be put out? That's not how I see it. Jillian, you were more dedicated than anyone during the rehearsals for the original script. We all saw how hard you worked for this role. And I think you know that unless we decide to make a stand here, the path we're on is only going to take us further and further from our dreams, all of us. So take it from me, you would not be putting us out. Not one bit. Ob der Plan erfolgreich ist, hängt nun von dir ab. Guys, okay, let's do it. I will play my part. Yes! I knew you'd come around. All right, I'll let the rest of the troupe know and we'll start preparing immediately. Wonderful. This solves everything. Wait, but what about the threat letter? Do you have any idea who sent it? As long as we stick to the plan, I'll give up the lead role, so it won't matter anymore, right? But surely you want to know who it's from. If they're out there and no one's keeping an eye on them, what if they come looking for you? I doubt they will. It's supposed to be a threat, but they didn't even say what would happen if I don't meet their demands. Plus, the handwriting is kinda childish. Doesn't look like a professional intimidator to me. Who knows? Maybe it was just a fan of yours having a moment. A fan? Of me? Maybe there's someone out there who really appreciates your talent. Even in the supporting roles. Könnte der Brief wirklich von einem Gillians-Fan kommen? Ja, jetzt ziehe ich die große Karte, leck mich. Schwester erwähne, dass Farina lobende Worte für Lynette gefunden hatte, aber wann könnte sie die gehört haben? Oh. It's getting late. We should be leaving. Sie war wahrscheinlich mit in dem Ding. Oh, so plötzlich. Come on. Ergreif deine Hand und führ dich aus der Taverne. Sorry for manhandling you. You looked like you were seconds away from figuring out who sent the letter, so I had to act fast. War es Gillians Schwester? Nothing gets past you. Just because Lady Farina speaks highly of you, it doesn't mean you're all that. I'm so sorry. Gina's always been a strong-willed child. That's why I never let her visit me at work. Farina und ihre offizielle Kriegshütte die verlorene Puppe noch nicht verlauten lassen. Das spricht dafür, dass China sich heimlich gegen den Willen ihrer Schwester eingeschlichen hat, um ihr bei der Arbeit zuzusehen. Ah, das war das Geräusch, was wir anfangs gehört haben, wie wir oben waren. I guess she must have snuck into the drinks reception and overheard our conversation with Farina. She idolizes Jillian, both as an older sister and an actress. And she watched as the dream role Jillian had been waiting to play for so long got snatched away from her by some amateur who's never acted before. To make matters worse, all the critics were hailing this amateur as a perfect fit for the role. And even Fontaine's former biggest star was praising her abilities. Sie hat diesen betriebenen Anfall von Wut geschrieben. Yeah, that pretty much sums it up. Müsste sie deswegen nicht zur Rede stellen? Like I said, getting angry at angsty teenagers is draining. Besides, if it was my younger brother or sister and they found out I'd been treated unfairly or had an opportunity stolen from me, they'd definitely do something far worse. Das kann ich mir I was vorstellen. in Jillian's position once. Back when Linny and I were starting out, before we got famous, we just had to take things a day at a time.
doing our shows, slowly trying to build up our reputation. So I can understand Gina's frustration. Still, she could definitely use some pro tips on how to write a threat letter. Kein Wunder, dass sie so einen Zorn auf dich hatte. Sie muss es gewesen sein, die dir einen bösen Blick zugeworfen hat, oder? No, the way she looks at me is indignant, frustrated, but not malicious. Plus, she didn't even try to hide how she felt. Also sie hat den Drohbrief geschrieben, aber anderer war stinkig auf sie. Whoever was giving me that evil stare was backstage. Blending into the crowd at a drinks reception is one thing, but trying to blend in backstage, where everyone's on high alert waiting to be called on stage, would be a lot more difficult. We'll find out who it is before too long. In 2 days' time, at the next show, I think it will become very clear. On that note, guess I'll see you at the Opera House. Bye for now. See you later, Alligator. Es war bestimmt dieses Kind. Das rennt so komisch rum. Verdammt, diese Lisette. Über Lynettes erfährt man so gut wie nix, aber dafür über mehr über NPC, der wieder 5 Minuten vergessen ist. Nein, die werden wir in der nächsten Patch, wenn wir die ziehen können. Wo müssen wir hin? 16 bis 18 Uhr. Ah, 2 Tage 16 bis 18 Uhr. Ist genau jetzt zweimal. Fast, genau. Lassen wir uns Zeit. Ja, das Blöde ist, hier unten ist halt immer dunkel, deswegen verändert sich halt auch nichts. Aber der bewegt sich noch. Warum bewegt der sich noch? Sollten nicht eigentlich alle stillstehen? Da hinten auch, das Kind ist auch einfach, steht einfach da. Oh mein Gott! Das ist der letzte Boss. Er kann Zeit und Raum überwinden. Du kannst ihn nicht stoppen. Warte mal, wenn wir jetzt das so machen. Nein, warte mal, dann gehen wir da hin. Selbst Paimon hat keine Chance gegen ihn, er bewegt sich immer noch. Nicht mal die Menü-Power kann ihn schaffen. Schau hin. Er macht einfach weiter. Warte mal, gibt's da mehr? Die auch? Oh mein Gott! Was ist hier nur los? Oder sind es nur die Typen? Warte mal, wo haben wir noch ein... Wir gehen mal zu denen darüber. Ja, der auch nicht. Warte mal, sie hat sich jetzt aber auch bewegt, oder? Okay. Hä? Die stehen alle still. Also scheinbar haben sie es bei manchen nicht gecheckt, dass da... Hey, ich hab doch 2 Tage, 16 bis 18... Oh, willst du mir jetzt erzählen, dass das nicht zählt, weil 18:16 Uhr schon war? Ja, aber mal nochmal bis 18 Uhr. Ich glaube, den NPC hat keiner gesagt, dass er sich nicht mehr bewegen darf. Das sind die versteckten Endbosse im Spiel. Es sind immer die unscheinbarsten NPCs, die am Ende dir aufs Dach steigen. If you're not sure what to do next, hä? how about I take you on a walk? It's taking him so long. Warte mal, zählt hier unten das Tag nicht? Weil jetzt waren es doch schon insgesamt 3 Tage, was ich gewartet habe. 1. Dann machen wir bloß einen Tag. Da, die Kleine interessiert es auch nicht. Something on your mind again? That's worth your... Okay, also es sind im Prinzip schon 4 Tage.
Oder warte ich immer bis zum falschen Zeitpunkt? Bin ich bescheuert jetzt? Two heads are better than one. Oh, 16 bis 18 Uhr. Oh mein Gott, ich bin zu dumm zum Lesen. Oh, Scheiße. Ich will gar nicht in den Chat schauen. Ich ignoriere den jetzt einfach. Ich schaue nicht in den Chat. Nein. Ich habe nichts gesehen. Ich habe nichts gelesen. Seid alle ruhig. Ich will nicht in den Chat schauen. Ich schaue da jetzt nicht hin. Das ist halt einfach fucking 4-mal zu machen und nicht zu checken, dass es bis 16 Uhr geht. Ich werde jetzt mit einem Auge offen weiterspielen, weil ich nicht den Chat sehen will. Wo muss ich hin? Okay. Folgt mich jetzt dahin? Ich muss halt jetzt einäugig weiterspielen. Weil es mir zu peinlich ist, jetzt in den Chat zu schauen. Oh, verdammt, ich habe in den Chat geschaut. Ah. Die machen halt auch immer so kurze Zeitfenster, Alter, weißt du? Ich habe nur 18 Uhr gesehen. Ah, okay, bis 18 Uhr. Dass halt da fucking 16 davor steht, ne? Das ist jetzt einfach nur so dumm gewesen. Das bekommt ein Düsseldorf oder die Nase gekriegt. Das habt ihr doch schon bis dahin vergessen. Oh, you're here. Lynette and Jillian are busy getting ready, so please come with me. Kurz nach der Jacqueline das Opernhaus gefolgt ist, hebt sich der Vorhang. Ist der Akt in den Ruinen. That puppet in the middle. Is that Lynette? She's so pretty. Hä? Ist es nicht egal, wer... Ach so, die haben sich das mit dem Umhang und dem Kostüm haben sie sich ausgedacht. Wahrscheinlich hat sie vorher die Maske eh aufgehabt, aber ich meine, so kann ja jeder unter der Scheißding stecken. It's starting. Keep your voice down. Die Liste deiner Tänzerin wurde in Ruinen verlassen. Sie vermutet, es liegt an dem Gesundheitszustand ihrer Beine, die ihre Fähigkeit zu tanzen beeinträchtigt. Eine andere verlassene Puppe, die genauso aussehen wie sie selbst. Erst da erkennt sie, ihre Krankheit ist nur ein mechanischer Defekt und sie selbst nicht mehr als eine tanzende Puppe. Wow. I thought it would be hard to follow, but in the end it was actually very clear. Even though her face was expressionless and she didn't speak the whole time, I felt like I could really understand how the protagonist was feeling. Zweiter Akt auf der Reise. Manche der mechanischen Puppen glauben an einen Mythos. Am Ende der Welt gibt es einen Puppengott, der Puppen in Menschen verwandeln kann. Beginnen die Protagonistin und die Gefährten die Suche, aber der Mythos ist eine Lüge, verbreitet von jemandem, der nicht als Verachtung für das Puppentum legt. Das Puppentum? Am Ende ihrer Reise werden sie entführt, zerlegt, eingeschmolzen und missbraucht. Die Protagonistin half ihren Gefährten zu entkommen, wurde dabei aber unter den Trümmern eines einstürzenden Gebäudes gefangen, ihre Augen und sinkt in einen tiefen Schlaf. Warum hört sich das an Detroit Become Human an irgendwie? Director Mary really is a master of his craft. And so is the actress in the lead role. I have a friend who saw the show on the opening day. They thought the critics overstated how good it was, but I gotta say, the protagonist is incredible. Zweiter Akt endet mit tosendem Applaus der Menge. I can't believe it's only been a few days since the last show. Lynette's improved so much. Just wow. I'm speechless. Words simply cannot do justice to the sheer excellence we witnessed from Lynette on stage today. Your penchant for the hyperbolic strikes again, Amory. Clearly you weren't at a loss for words when you were writing your article. I saw you hand it to the journalist. Trying to get your critique into the papers the moment the show is over, are you? Well, you know how it is. The early critics get all the readers. Wouldn't you agree, Mary? What's the matter? Cat got your tongue? Ah, the first half was a huge success. Even I could tell the acting was top tier. My apologies, Mr. Maloney. Please excuse me for a second.
I need to have a little talk with my actors. Oh, very well. Hey, while you're at it, this might be a good time to talk future collaborations with Lynette. Are you guys sure this is gonna work? What if Director Mariu pushes back? We're already halfway there. We can't back out now. All we need to do is stick to the plan. What is this plan that you're so intent on hiding from me, Director Mariu, I thought you were talking to Maloney and the critics. Korantan and Armory have both finished their articles. I went to greet them as a mere formality, but you seem to have availed yourselves of my absence during the first half to defy me. What have you done? Was that really Lynette playing the lead role? Gut erkannt, Herr Regisseur. Du hast das Spiel durchschaut. Was ist das? Das Szene vom Bösewicht oder so? Tada! Ihr hört Lynettes Stimme hinter sich, neben ihr steht die Protagonistin, jedoch ohne ihr Kostüm und ihre Maske. Director Mariu. I was the one playing the lead role just now. I switched costumes and masks with Jillian so that I could be the protagonist's companion and stay out of the limelight. Lynette, why on earth would you do this? You know my acting is amateur. The only reason I'm being seen as a pro, let alone a pioneer, is because you have critics supporting the show. Aber genau jetzt gibt's da draußen ein ganzes Publikum. Du hast da keine Chance, sie alle mit Geld zu kaufen. If they'd seen me in the leading role during the first half, they wouldn't be expecting anything more. But what happens now that they've seen Jillian in the role? If you force me to play the lead in the second half, they'll be wondering, why is the actress suddenly giving such an underwhelming performance right at the climax of the whole story? Oder ist der Regisseur einfach überbewertet? Haben sich die Kritiker geirrt? Schauspieler nicht gut genug ist, um die Rolle zu spielen? These are just some of the questions that will be on everyone's minds during the second half. And those questions will follow them out the doors of the theater after the show ends. Glaubst du, die Kritiker werden dann noch Glaubwürdigkeit genießen? There's only one way for you to save your reputation. And that's to keep Jillian as the lead all the way to the end. Absolutely not. I'd sooner announce that we're having technical difficulties and need to stop the show. If I keep Jillian as the lead for the second half, what do you think will happen in the curtain call when she takes her mask off? Everyone will see that we've changed actors. What will your fans think? They're only here because of you, and what about all the critics who support you? If we get on the wrong side of them, it'll be the death of the whole show. There'd be tickets to refund, fines to pay for breach of contract. The whole troupe's hard work would go down the drain. Don't you see how much this would cost us? You can't just take a job on a whim, then abandon your responsibility the moment you don't feel like doing it anymore. You're playing games with other people's hopes and dreams. Director Mariu, please. You're not being fair to Lynette. Actually, Jillian, he's half right. I did kind of take this on a whim. But my responsibility here is making sure you get back the role that belongs to you. And I guess part of that responsibility lies with me, considering I badgered you into accepting the job. Was zur Hölle war das jetzt für ein geiler Auftritt? Schau an, wer nun endlich beschlossen hat, sich zu zeigen. Sorry I'm a little late to the show. Work's been keeping me pretty busy lately. Lenny? What do you want? Do you think you can snap your fingers and make all my problems magically disappear? That might be a little tricky, but instead, I could make something else magically appear. What's this? A draft complaint letter, my contract, your legal fees, reimbursement for the ticket, and an advance on the penalty fee for breach of contract. Mr. Mariu, I'm stepping down from the leading role, regardless of whether you choose to cancel the rest of today's show. If you do suffer unforeseen financial losses from this, you're free to seek damages as per the contract. And if you want to file a lawsuit, there's a draft here that you can use if you need it. What the... I can't believe this. You're literally handing me a lawsuit against you with a straight face. Of course. All this Mora, it's a pittance to you, isn't it?
Must be nice to have the luxury of prior success and fame. Look at us. We're huge stars. One minute we want to go on stage. The next we feel like backing out of the contract. But that's okay. We're famous. We can afford it. You have no respect for other people's work. You're treating other people's hopes and dreams like a big joke. Alter, ist der angepisst. You don't give a hoot how much this show means to other people. You don't even care that the whole production might have to shut down because of you. That's not true. I do care. And I'm under no illusion as to how much this show means to you. Oh, brilliant deduction there. Of course it means a lot to me. This is my show. That's the only reason I asked you to be in it in the first place. Really? Then why do your eyes tell a different story? The way you look at me, it's full of contempt. Almost as if I've destroyed your work of art. Ah, es war also Mario. Er ist derjenige, der Lynette gering schätzt. What? I would never think that. A couple days ago, I asked some associates to do some digging for me. I was interested to know who else you invited to play the lead apart from Lynette. Surprise, surprise. Turns out that all the other famous actresses you asked either had prior commitments or weren't a good fit for the role. They all turned you down. And I would have turned you down too, if not for an unlikely set of coincidences. You didn't send those invitations because you were looking for a better actress than Jillian, but because your investor wanted a big name in your show, right? Director, marry you. Songler, dass Gillian eine ausgezeichnete Schauspielerin ist. Das entscheidende Kriterium war Ruhm und den besaß sie nicht. To get Maloney on your side, you chose to make Jillian the understudy, and then look for an opportunity for her to take the lead. Aber dann hat Lynette eine Einladung tatsächlich angenommen. Schauspielerdebüt für Aufmerksamkeit sorgen würde, stand außer Frage. I bet you were torn at first, weren't you? Do you stick to the tried and tested formula? Choose Lynette, use her celebrity to get the critics on your side so that you and your investors can line your pockets? Or do you choose Jillian, so that you and your longtime collaborator can stage the show of your dreams, the original, unedited version of The Lost Puppet? Ob du das getan hast, weil du durch deine Investoren unter Druck gesetzt warst oder weil dich das Geld dazu verleitet hat? Letztendlich hast du dich selbst betrogen, indem du Lynette auswähltest. Oh, I didn't betray myself. You mentioned prior success and fame earlier, but you're a well-known director yourself, with countless works to your name. Wouldn't that make you successful too? Or maybe, deep down, none of your current achievements really count as success to you. Right now, you have an opportunity to send Jillian onto that stage and perform the second half as you always imagined it, faithful to your original script. Ich muss kurz was einwerfen. Wie lange gehen eigentlich Theaterpausen? Eine halbe Stunde? Oder nur 5 oder 10 Minuten? Ich meine, wie lange labern wir jetzt da schon? Your work would be displayed for all of Fontaine to see, in its true, perfect form. Did you say perfect? Bist du weiterhin ein Ideal von Erfolg nachjagen, das du nicht wertschätzt aus Kosten deiner eigenen künstlerischen Integrität? Or will you act now before Maloney and the critics can protest and make your dream come true on the stage? And Jillian's dream. In fact, the dreams of the whole troupe. 15 bis 30 Minuten. Okay, dann doch so lang. The whole troupe? Ich dachte immer, das sind vielleicht maximal 10 Minuten oder so. Aber gut, die Schauspieler brauchen ja auch Pause. Director, marry you? Actually, most of the money Linny brought came from us. We all chipped in. We've worked with you for many years now. Your troupe has been here for you all the way from the empty theaters where we first performed to the opera house today. We watched as you slowly started down a path you used to despise. The path of powerful connections, drinks receptions, backdoor deals with critics, and collaborations based on fame instead of talent. But this is just a temporary measure. I did it for the good of the troupe. And besides,
This is how the whole industry works. Everyone else is doing it. Yes, we know. Back when you started, you had to bite the bullet and do these things to keep the troupe afloat. But then what happened? You began to embrace these methods more and more, becoming so reliant on them that every show you put out is overhyped by the media, and every script you write is edited to suit some celebrity's needs. Surely you must have noticed what's happening. While we've been performing at bigger and bigger theaters with each show, the applause is getting quieter and quieter each night. And the criticism from people who've seen the show is growing. Maloney's friends are sycophants. They don't care if the audience is disappointed because the show doesn't live up to their glowing reviews. They praise the things they like and skirt around the things they don't. Look, I know everyone's using the same promotional tactics, but does that really make it okay? Well, it's just a stopgap solution. As soon as I've made enough Mora, I'll stop. Things will be different next time. Next time, huh? Yeah. Next time, you won't use your connections. Next time, you won't pay off the critics. Next time, you'll let Julian play the lead. Unfortunately, it doesn't work like that. If you make some money once, you'll want to do it again, then again. Slowly but surely, you turn your back on your dreams. Linne hält seine unsichtbaren Hüften. I won't turn my back on my dreams any longer, Director Mariu. Never again. Me neither. Überreden, heute ist der Tag. Es ist der Zeit, deine Träume zu... Nein, überlass doch das nicht der... 10? Das ist doch schon gewonnen, bevor ich überhaupt irgendwas mache. Wir haben 10, wir haben 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Alter, ich müsste eine 1 ziehen, die niedrigste Karte. Das war ja schon gewonnen, bevor wir überhaupt anfangen. Aber finde ich cool, dass sie es so gemacht haben. I had dreams too. Inmitten von Trümmern. Ich hatte auch Träume, als ich ein kleiner Bub war. Verstricht eine bestimmte Zeitspanne, ehe eine Gruppe mechanischer Puppen endlich den Schutt beiseite räumte, die Protagonistin befreite und sie reaktivierte. Sie sagten zu ihr, du lagst hier für Jahrtausende begraben. Nun regieren die mechanischen Puppen die Welt. Heraus, dass die Puppen, die den Aufstand angezettelt hatten, niemand anders waren als die Gefährten der Protagonistin, die sie all die Jahre zuvor gerettet hatten. Die Protagonistin wurde jetzt von allen als Heldin des Puppentums verehrt. Retter versprach, ihren jeden Wunsch zu erfüllen, doch sie begehrte nur eine einzige einfache Sache. Oh, das escalates. Na gut, escalates quickly kann man nicht sagen, wenn es 1000 Jahre dauert. Huh. The plot here seems a little different from what the reviews said. The protagonist wanted to return to the stage, so the puppets replaced all her parts with the latest ones available, built her a grand opera house, and summoned a huge audience. And in the end, she forgot herself amidst the applause and cheers of her fellow puppets. Hey, no spoilers. Huh? Wait. Hang on, that's not even what's happening. The set has changed back to the one from the first act. Oh, Archons. Please let this work out. No need to be so nervous, Director Mariu. We only told you Lynette would be quitting the show to get you to make a decision. We wanted you to believe that this show would have to end after today, no matter what you decided. But in truth, I believe that if we choose our words carefully, there's no reason we can't get Maloney to come around and keep the show going. Ihr beide sollte definitiv in Kontakt bleiben. Linne bringt seine Erfahrung darin, Menschen zu täuschen, zum Einsatz. Hört sich im ersten Moment nicht gut an, ne? Ich bin echt gut im Menschen täuschen. You really thought this plan through. But I'm not upset about what you've done. Ja, durch die Kraft der Freundschaft. Was? What's worrying me now isn't how Maloney will react or whether the show will get cancelled. It's the audience. I've always thought the original script is better, but will it move them like I've always hoped? When Jillian does her curtain call, will they applaud her? What if people only came to see the show for Lynette? And because of the reviews, what if they don't really care about the show at all? It feels like I've been hiding inside my safe little castle for
too long. And now I'm scared to go outside the walls and hear what people really think. Hat die kleine Burg auch eine Fischel? Jede Burg braucht eine Fischel. We're right here with you. We'll watch it to the end. Wirst du seine Hand halten? In den Ruinen, ursprüngliches Skript. Die Protagonistin lehnt das Angebot der anderen Puppen ab, ihr neue Teile zu geben und eine prächtige Bühne zu ihren Ehren zu bauen. Sehnt sich nur danach, ihre Gefährten wiederzusehen, aber man sagte ihr, diese hätten ihr Leben für die Revolution gegeben. Sterbliche Überreste ruhen in den Trümmern, in denen sie sich zum ersten Mal trafen. Einsam begibt sich die Protagonistin zurück zu diesem Ursprungsort ihrer Reise. Dort tanzte sie ein letztes Mal vor den Gräbern ihrer Freunde. Ihre Schaltkreise brennen durch, ihre Bauteile lösen sich und fallen ab, doch sie starrt unermüdlich weiter, bis sie gänzlich in sich zusammenbricht. Es hat tausende von Jahren gedauert, doch endlich hat sie einen Grund zum Tanzen gefunden. Wow. Oh. Okay, this ending is much better. I love how they brought back the set from Act 1 and gave it a whole new meaning. What a fantastic twist. Time for the curtain call. It's the moment of truth. Will the applause continue after I take off the mask? I could always leave my mask on. No one would ever know. Haben die gewartet, bis die Furina klatscht? This is what fame looks like, when it's truly deserved. Jillian, you were amazing! Syra was tearing up when you did your final solo dance. Well, so are you. Really? I was so nervous. My legs felt like they turned to jelly. What looked like an actor unsteady on her feet was in fact a poignant expression of the protagonist's frailty in her last moments. Or whatever. Oh nein, ich kann nicht noch mehr davon ertragen. Hä? Hey, Mario! What the heck was that? Why wasn't Lynette playing the lead? Our articles are already going to press. You better have a good explanation for this. It was my... Hey now, it was all of our... Hold on. The decision was mine, and mine alone. They had nothing to do with it. If you have any concerns, gentlemen, then please direct them to me. Marry you? So it was you? Well then, I trust you'll have no objection to me pulling the plug on this production. Seine schlimmsten Befürchtungen werden wahr. Es ist Zeit für den 5. Akt. Director Mariu, Mr. Maloney, what on earth is going on? Why was Lynette not in the lead role? It took a lot of convincing from me for her to accept the role, and I had to turn down some big work opportunities to come and watch her performance today. You have some explaining to do. Lenny, it was all his idea. Marry you. Explain yourself. Wait. Linny, as a matter of fact, this was a piece of performance art. In this play, the masks and costumes serve to obscure the differences between characters, and by extension, the difference between human and machine. We took that idea to the next level with an actor swap, blurring the lines between one performer and the next. So it's in service of the ambitious artistic goals of the production. What? It's similar to deceiving the audience in a magic show. We employed this technique as a means of breaking the fourth wall. It allows the audience to more intuitively understand the cognitive dissonance felt by the protagonist as a machine trying to reconcile the notion of her humanity. The audience's experience mirrors the protagonist's own confusion and becomes part of the artistic performance itself. Ich hab mich unterwegs irgendwann verloren, wenn ich ehrlich bin. Hold up. What is this nonsense? Ihr labert doch diesen Bullshit auch die ganze Zeit. Oh, I see. Well, bravo, Director Mariu. You even had me fooled. That's probably more because you just don't really understand avant-garde art very well, Lenny.
Maybe so, maybe so. Well, perhaps it went over my head, but I'm sure our experts here saw the whole thing coming a mile away. Boah, das ist fies, Alter. Der spielt den Ball jetzt zu denen, dass sie da nicht mehr rauskommen. Weil sie halt selber nur so Klugscheißer sind, die irgendeine Scheiße daherlabern. You must have worked it out by the end of the first half, surely. Mr. Amory, I just heard that you managed to write your review after just the first 2 acts. Ich bin mir sicher, dass dir das Regisseur im Review helfen wird, indem das zukünftige Publikum auf die überraschende Wendung am Ende vorbereitet. Yes, you're right. Director Mary, you and I are old friends. You should have said something. Then I could have played along even better. Yes, well, to deceive the audience, you must first deceive your closest companions. I have to give credit to Lynette and her experience in performing magic. That's what inspired me to take my art to the next level. You mean your show was partly inspired by Lynette's background in magic? Well, in that case, I'll have to plug it to everyone I know. Unfortunately, I think Mr. Maloney is going to cancel the show. Cancel the show? Mr. Maloney, is this true? While I accept that deceiving the audience in the manner you did certainly has artistic merit, this is not a magic show, and we don't want our audience demanding their money back. A very valid criticism, and one that I humbly accept. If that happens, we're prepared to reimburse and apologize to any audience members who weren't satisfied with the experience. Aber in Anbetracht ihrer heutigen Reaktion denke ich, dass es das war, was die meisten Leute sehen wollten. Es ist ein exzellentes Bühnenstück und nicht nur ein Auflauf von Vorzeigeprominenten. Plus, it looks like Jillian is better than me at delivering the excellence people want to see. I'm sure audiences will be very happy with the show if she's allowed to stay in the leading role. Mehrere Rezensionen sagten, Lynette habe die Vorstellung des Jahres abgeliefert. Würdest du nichts sagen? Für Gillian war es die Vorstellung des Lebens. Maloney, I believe there should still be time to tweak my article. From the look on Lynette's face, I think she's being sincere. Oh, one other thing. We managed to get a meeting with Lady Farina earlier. All thanks to the Traveler's reputation, of course. Anyway, she agreed to write a review focusing on Jillian's performance and the quality of the show as a whole. She promised to give her honest opinion. And I'm sure today's audience will be discussing her performance too. There's sure to be a variety of opinions. Was ist mit dir, Herr Corentin? Wie beurteilst du diese Vorstellung? Oh, I mean, art at its finest, clearly. But I'll have to give it some thought before I decide exactly what to write. Oh, of course. Always good to put some thought into these things. Especially now, with a growing range of voices out there. I imagine competition for readers becomes more fierce when everyone's discussing the topic. Corentin, Amory, let's go. Chris kann nicht reinblicken, der Maloney zieht mit den Kritikern im Schlepptau von deiner. Linne verabschiedet sich. Ey, die ganze fucking Zeit lassen sie das einen wegdrücken und da nicht? Arschlöcher. Do you think this move needs jazzing up a little? Not jazzing up, per se. I was thinking more like break it down. Gina? You snuck in? When? I thought I told you no visiting me at work. I'm sorry, Jillian, but I had to come. Gina? I'm sorry. Mehr nicht? Ich dachte jetzt mal... Gina? Oh, okay, die sagen beide dasselbe. Ich dachte, da kommt jetzt dann irgendwas mit dem Drohbrief oder so. Thank you both so much. Without the two of you, who knows how much further down that cynical path I would have gone. I always told myself that once I'd made enough mora, I'd get back to doing what I loved. But somewhere along the way, I started to lose sight of what that was. Just like those critics with their dishonest reviews, I became all about the trappings of success.
at the expense of the art itself. Wenigstens bist du rechtzeitig zur Besinnung gekommen und hinter dir stehen eine fantastische Truppe talentierter Leute. You're right. Yes, I'm a very lucky man. Anyway, enough about my problems. What are we going to do about the threat letter that Lynette received? I've been looking into it a lot over the past couple of days, but it doesn't seem like it was one of our competitors after all. Ah, yes, about that. Lynette, do you have a moment? Wait, you're Jillian's sister, right? I'm sorry. Gina insisted on coming to see Lynette. I couldn't stop her. Lynette, I'm sorry. Er hat mir gerade einen Blick zugeworfen. Ich glaube, sie ist unsicher, welchen Modus sie in dieser Situation aktivieren soll. Wie sich die Sache entwickelt, Unwissenheit vortäuschen. Wovon redet sie? Ich habe keinen Schimmer. Das kannst du ja auch nicht versauen. Das ist auf 6. Yeah, me neither. Wait, but... Oh, do you mean when we ran into you at the Fleuve Sandra? And you said some mean things to me? As I recall, you were only trying to look out for your sister. It was just a few words spoken in anger. Don't worry. Whatever it was you said, I've already forgotten. Oh. I see. Well, it sounds like Gina knows what she did was wrong. Owning up to your mistakes and committing to do better in the future is what counts. I understand that feeling of wanting to stand up for your family when they're being mistreated. Really, I do. But next time, maybe consider a different tactic? Something you can pull off more effectively, and without arousing suspicion. Nun, das genügt ja auch, sie auf tödliche Gedanken zu bringen. Weißt du, wie sie jetzt noch Tipps gibt? Got it. Thank you, Lynette. Why do I feel like I'm missing something here? Ah, sie hat's gar nicht mitbekommen. Hey, here you are. I was wondering where you'd all run off to. Hä? Stand er nicht vorne am Eingang? Und wir standen hinten im Raum? Wir können ja nicht mal raus, ohne an ihm vorbeizugehen. Great! Everyone's in one place. That makes this so much easier. Was ist los? What do you think? Gruppenbild. It's group photo time. We have to commemorate the debut of the Lost Puppet Director's Edition. Okay, everyone, we all have pretty awkward smiles on our faces in the photo from Hotel de Boer, so this time, no forced smiles allowed. Oh, am I really not allowed to force a smile? Fällt dir das Lächeln schwer? I'll try, I suppose. I think I can manage. Lynette, Traveler, come on. You two should be right in the middle. 3, 2, 1, smile! Käsekuchen. Was? Oh, wie sie Traveler anschauen muss, damit sie lächeln kann. Sie schaut peinlich berührt, weil sie weiß, was er für Scheiße gebaut hat. Sie mag ihn auf jeden Fall echt hart. Also bei ihr kommt es richtig hart rüber. Wie bei der Ayaka und... Keine Ahnung, mir fällt sonst keiner ein. Wie schön, nicht nur ich bin über die Story verwirrt, sondern auch die NPCs. Aber war jetzt dann noch... Hä, was hätte ich hier versauen können? Schön, nicht nur ich über die Story verwirrt, sondern auch die NPCs. Ja, aber was war denn an der Story jetzt so schwer zu verstehen? Die Shrimps haben versucht, die großen Reisfelder zu erobern von den Japanern. Dann kamen die Deutschen und haben versucht mit ihren Schnitzeln... Nein, ich erzähle einfach nur irgendeinen Schwachsinn, was mir gerade einfällt. Oh, das war so bescheuert jetzt schon wieder. Aber dafür seid ihr da. Wir sind ja nicht für gute Witze, sondern nur irgendein Schwachsinn. Natürlich und für Sachen, wo man... Das sind noch schlimmer. Hey, warte, das war doch 1A jetzt gerade. Verdammt. Thank you both so much. I always told my... Hä?
Just like those critics with their You're right. Anyway, I've been looking. Ah, yes. I'm sorry. Lynette. Oh, lass mich raten, das letzte. Warten drauf, wie sich die Sache entwickelt. Das letzte ist, wo die Gina sauer auf die Dinge ist. That letter? I was the one who wrote it. What? Gina? So it was you? Ab mit ihrem it's Kopf. time for... Oh, okay. Weird energy here. Oh, irgendwie komisch, was ist da I los? think we came at a bad time. Lynette, Gina must have been worried sick about me. I'm sure even she wouldn't do something so stupid if she was in her right mind. I'm so sorry. I promise I'll make it up to you somehow. Jillian, no! This is completely my fault, and I'm the one who should have to bear the consequences. I got the wrong end of the stick and completely misjudged Lynette. Well, Hör mir mal zu, was Lynettes zu since I sagen. haven't actually suffered any losses, seeking redress could be difficult. Maybe we could just let this one slide? Really? Are you sure? After all, Gina wouldn't be the first person to ever misjudge me, right? True. True. In any case, I think we can all agree it was a misunderstanding and nothing more. No need to overcomplicate things. But still, I was wrong to write that letter. I should own up to my actions. Make it up to you in some way. Sie gibt sich ziemlich standhaft. Kinder in dem Alter sind echt hartnäckig. If that's what you really want, then how about helping out backstage? Huh? Backstage? The crew could always use an extra hand. Plus, it'll give your older sister a chance to keep an eye on you. Thank you, Lynette. Really. Thank you so much. Endlich hat sich der Strudel der Ereignisse beruhigt, ein paar Tage. Endlich bist du aufgewacht, die Vorstellung fängt gleich an. Is it? I'm so much more at home here in the audience. I get to sit on a comfy seat, and I don't have to activate my energy-consuming modes all the time. Scheint, als würde Gina nicht nur hinter den Kulissen arbeiten, sogar die Arbeit der Nebenrolle hat sie übernommen. Mary, you said she's a very promising young actress, and she has natural chemistry with her older sister. In their capable hands, the show doesn't need me to attract an audience anymore. Kostet von Schnitzel mit Reis und Shrimps? Nein. Freedom at last. Bist du dich ein klein wenig enttäuscht? Der Ruhm war schon zum Greifen nah. Fame is more trouble than it's worth. I'd rather leave that side of things to my brother and the others. I'm happiest when I get to sit in a quiet place, watch them do their thing, and cheer them on. So wie du es jetzt tust? Yep, exactly like I'm doing now. Ach so, jetzt komme ich mit. Die Gina hat sogar der Lynettes ihre Dinge jetzt übernommen. Wenn jemand an der Bühne steht, gibt es im Publikum bestimmt welche, die applaudieren. Also bei ihr waren die Extra-Dinger schon relativ fix, ne? Aber es ist immer noch das ist irgendwie das Schönste. Finde ich. Ich meine, das war zwar auch nicht schlecht, aber... Also Lynette ist schon knuffig, muss ich dazu sagen. Wenn es am Anfang auch ein bisschen trocken rüberkommt, war schon nicht schlecht. Ugh. Aber wir haben ja heute noch alles geschafft. Alter, scheiße, es ist 12. Ich wollte heute gar nicht so lange machen. Tja, Ersatz mit nix war wohl nix. Sie will Ruhe, aber war aber auf der Arkham-Quest voll drin auf der Bühne. Ja, aber wahrscheinlich hat sie danach hier in Ruhe, weil da ja der Ding alles macht. Ich finde gut, dass du Genshin Impact machst. Danke. Macht auch immer noch Spaß. Auch wenn in letzter Zeit ein bisschen nachlassen, dann geht die Blickrichtung nicht ganz geradeaus. Solange das Lächeln von Herzen kommt, spielt das keine Rolle. Stimmt, ich habe die Untertitel gar nicht gelesen. Die Geschichte hat ihr vorläufiges Ende erreicht. In Wahrheit liegt noch im Dunkeln verborgen, aber die Hoffnung hat den Käfig schon verlassen. Wenn jemand auf der Bühne steht, gibt es im Publikum bestimmt welche, die applaudieren. Ja, stimmt, das habe ich euch nicht vorgelesen. Aber was war hier? Das Nichtstun ist das größte Glück. Finde ich auch. So. Oh, wir sind hier oben. Oh, wir waren hier nie oben, weil ich wusste nie, wie ich da hochkomme eigentlich. Gut, ich habe auch nie nachgeschaut, wie ich da hochkomme, wenn ich ehrlich bin.
Wahrscheinlich einfach eine Treppe ausnehmen. Oh. Okay. Ich hätte einfach da hochgehen können, aber da bin ich nie hoch. So Bennett opfern, genau. Halt, warte, da unten war es. So. Wupp. Oh, weil ich am Klettern war. Warte mal, ich muss kurz was an Anahida schauen. Jetzt habe ich mir Genshin Impact auf Englisch gefunden. Danke, dass du es magst. Freut mich, wenn es dir gefällt. Ich bin auch, glaube ich, einer der wenigen, der wirklich fast die komplette Story drin hat. Ich muss zugeben, dass ich in den letzten Monaten ein paar kleinere Aktionsdinger ausgelassen habe, aber ansonsten Story ist komplett mit drin bisher. Außer bei Charakteren, die ich bisher noch nicht, die ich nicht so ganz ausstehen kann. Vielleicht mache ich die irgendwann. Was war das? Stimmt, Bennett und Dings sind bis heute nicht fertig. Weil ich die zwei nicht mag. Ich muss die Farusan mal machen und heiß habe ich auch. Ne, okay, so viel. Ich habe doch noch einiges zu machen. Ich muss mal mehr Welterkundung wieder machen. Ja, wobei, vielleicht habe ich demnächst mal wieder mehr Zeit, weil ein paar Spiele jetzt dann. Es kommt nicht mehr so viel Zeug jetzt die nächsten Monate raus. Aber ich muss zugeben, ich bin ein bisschen stolz darauf, dass ich Genshin bis heute noch so voll habe. Auch wenn nicht mehr ganz so viel kommt. Bennett wechseln. Nein, warte, ich wollte eigentlich bei der Nahida was schauen. Aber wenn ich die Figur mache, wo kommt denn das eine hin? Ah, ja, okay, das schlingt sich eigentlich um ihren Zopf rum. Ah, bei der 3D-Figur, die ich hier drin. Bin leider nicht so weit wie du. Findest du Genshin Impact? Der Genshin Impact finde ich bisher echt gut. Du kannst es ja kostenlos. Das Gute ist halt daran, du kannst es auch relativ gut kostenlos spielen. Und die Updates sind. Viele sind gut. Und es gibt aber auch zwischendrin solche Updates wie jetzt halt das Update hier. Wo ja nicht ganz so viel war. Ist dann ganz cool, dann mal, dass es ein bisschen entspannender ist. Aber es muss halt auch mal Updates geben, die nicht so Bombe sind wie andere. Jetzt. Warte mal, Bennett. Hä, wo hab ich denn hin? Ich vergesse immer, dass der schon auf 50 ist. So. Und dann als Abschluss für heute. Ins Beet? Naja, bin ich. Oh, er ist versteckt. So, Abschlussaufgabe. Bennett versenkt. So, das war's dann mit Genshin Impact für heute. Achso, und welche findest du am besten? Puh, Charaktere habe ich echt viele. Wobei ich gehe lieber in die Truppen denke. Ich meine, ich spiele auch schon seit Anfang. Ja, ich habe eigentlich die meisten. Und am besten finde ich einfach zu viele. Es gibt echt viele gute Charaktere einfach. Einer der besten finde ich die Yae Miko. Aber es gibt auch andere Haufen gute. Also dann wünsche ich auf jeden Fall allen ein schönes Wochenende, die jetzt gehen. Oder beziehungsweise die ich jetzt zurücklasse. Und lest besser die Uhr wie ich. Oder Texte zu Uhren. Weil damit man nicht viermal eine Zeitumstellung macht und dann ist wieder verhaut. Dann schön, dass ihr alle da wart.
Und ich wünsche euch ein schönes Restwochenende, eine gute Nacht und einen schönen Start in die Woche. Habe ich was vergessen? Wenn nicht, scheißegal. Dann sehen wir uns nächstes Wochenende zum Katzenstreicheln oder was da nicht war. Da kommt ja der neue Auftrag dann mit den Katzen. Warte. Okay, ich warte. Kurz. Wann kommt der nächste Stream? Die sind normalerweise immer samstags 19:30 Uhr. Also nächsten Samstag ist einer. Und den Samstag drauf ist wahrscheinlich dann Pause. Also normal sind es immer 2 Samstage, dann einer Pause und dann... Aber Samstag 19:30 Uhr immer ungefähr. Also einmal im Monat Pause. Ja, halt alle 3 Wochen. Jede 3. Woche ist Pause. Meistens. Außer es kommt mal was dazwischen. Aber jetzt aber nochmal und adieu. Adieu. Um es geschwollen auszudrücken, wie in dem Spiel heute den ganzen Tag. Ich habe gerade ein Genshin Impact Videos geguckt und habe gesehen, dass du live warst. Ja, das wird dann immer angezeigt meistens. Aber YouTube ist da echt schlecht drin, deswegen... Wie gesagt, 19:30 mal vorbeischauen. Vielleicht ist dann Stream. Samstags. Also dann nochmal. Danke fürs Zuschauen. Macht's gut und bis zum anderen Mal. Ende. Thank you.